Kapitel 1: Das Verschwinden im Nebel, London, Oktober 1895. Der Nebel lag wie ein schwerer Mantel über der Stadt, ein grügelber Schleier, der die Straßenlaternen in schwache Lichtflecken verwandelte und die Geräusche der Nacht dämpfte. Die Baker Street war still, abgesehen vom gelegentlichen Klappern einer Droschke oder dem fernen Bellen eines Hundes. In der Wohnung B brannte ein Feuer im Kamin, das warme Licht auf die vollgestopften Regale und die chaotische Ordnung von Sherlock Holmes' Arbeitszimmer warf. Papiere, Bücher und chemische Gerätschaften lagen verstreut, ein Zeugnis von Holmes' rastlosem Geist. Dr. John Watson saß in seinem Sessel, ein Glas Brandy in der Hand, und blätterte in der Abendzeitung. Sein Stirn war gerunzelt, da Schlagzeilen über einen bevorstehenden Prozess gegen den berüchtigten Verbrecherboss Aleister Crowley, einen Mann, der für seine Skrupellosigkeit und seinen Einfluss in Londons Unterwelt bekannt war, hatten seine Aufmerksamkeit erregt. Holmes, begann Watson, ohne von der Zeitung aufzublicken. Hast du von diesem Crowley-Prozess gelesen? Es heißt, ein Zeuge sei bereit, gegen ihn auszusagen. Ein Mann, der angeblich alles über Crowleys Machenschaften weiß. Das klingt nach einem Fall, der selbst dich interessieren könnte. Sherlock Holmes, der am Fenster stand und in den Nebel hinausblickt, antwortet nicht sofort. Seine schlanke Gestalt war reglos, die Arme hinter dem Rücken verschränkt, seine Augen auf etwas gerichtet, das nur er zu sehen schien. Schließlich drehte er sich ein leichtes Lächeln auf den Lippen. Interessant, Watson? Oh, es ist weit mehr als das. Es ist eine Herausforderung. Aleister Crowley ist kein gewöhnlicher Verbrecher. Er ist ein Schachspieler. Und dieser Zeuge, wer auch immer er ist der Bauer, der das Spiel entscheiden könnte. Den Bauer, der jetzt verschwunden ist, fügte Watson hinzu, als er die nächste Seite umblätterte. Hier steht, der Zeuge sei gestern Abend nichts zu seiner geplanten Besprechung mit Scotland Yard erschienen. Niemand weiß, wo er ist. Holmes' Augen blitzten auf. Verschwunden. Sagen Sie? Der Brett in den Kamin nahm seine Pfeife vom Kaminsims und begann, sie bedächtig zu stopfen. Das, mein lieber Watson, ist der Moment, in dem meine Geschichte interessant wird. Ein Zeuge, der gegen einen Mann wie Crowley aussagen will, verschwindet nicht einfach. Entweder ist er tot, oder er versteckt sich, oder jemand sorgt dafür, dass er versteckt bleibt. In diesem Moment klopfte es energisch an der Tür. Watson zuckte zusammen, während Holmes, ohne die geringste Überraschung zu zeigen, rief herein. Die Tür öffnete sich, und Inspektor Lestrade von Scotland Yard trat ein, sein Mantel feucht vom Nebel, sein Gesicht von Sorge gezeichnet. Holmes, Watson, ich hoffe, ich störe nicht, aber wir haben ein Problem, ein verdammt großes Problem. Setzen Sie sich, Lestrade, sagte Holmes ruhig und deutete auf einen Stuhl. Ich nehme es geht den verschwundenen Zeugen. Lestrade ließ sich schwer in den Sessel fallen und nickte. Wissen Sie das? Ach, egal. Ich sollte mich nicht mehr wundern. Ja, es geht den Zeugen. Sein Name ist Elias Carver, ein ehemaliger Buchhalter in Crowleys Organisation. Er kennt jedes schmutzige Geschäft,
jede Bestecken, jeden Mord, den Crowley in den letzten 10 Jahren angeordnet hat. Carver sollte morgen vor Gericht aussagen, aber gestern Abend ist er spurlos verschwunden. Spurlos? Holmes zog eine Augenbraue hoch. Das bezweifle ich. Niemand verschwindet spurlos. Lestrade. Es gibt immer Spuren. Man muss nur wissen, wo man suchen muss. Wir haben gesucht, und eigenes Lestrade gereist. Seine Wohnung ist leer, seine Nachbarn haben nichts gesehen, und die wenigen Kontakte, die wir von ihm hatten, behaupten, keine Ahnung zu haben. Der Mann ist wie ein Geist. Holmes zündete seine Pfeife und nahm einen tiefen Zug. Der Rausch kringelte sich in die Luft, während er nachdachte. Ruß tief in der Luft, während er nachdachte. Ein Geist, sagen Sie. Mir alles. Lestrade, wo wurde Carver zuletzt gesehen? Wer war bei ihm? Und was noch wichtiger ist, wer wusste, dass er aussagen würde? Lestrade seufzte und zog ein kleines Notizbuch hervor. Er wurde zuletzt im Gerichtsgebäude gesehen. Gestern Nachmittag 4 Uhr. Er hatte eine Besprechung mit dem Staatsanwalt, Mr. Reginald Harrow. Danach sollte er in eine sichere Unterkunft gebracht werden, aber er ist nie dort angekommen. Der Beamte, der ihn begleiten sollte, sagt, Carver habe darauf bestanden, kurz allein zu sein, etwas zu erledigen. Das war das Letzte, was wir von ihm gehört haben. Etwas zu erledigen, murmelte Holmes. Wie praktisch. Montfair wusste von seiner Aussage. Nur eine Handvoll Leute, antwortete Lestrade. Der Staatsanwalt, 2 Beamte von Scotland Yard und he selbst. Wir haben alles getan, die Sache geheim zu halten, aber Crowley hat Augen und Ohren überall. Natürlich hat er das, sagte Holmes und lehnte sich zurück. Ein Mann wie Crowley überlebt nicht so lange, ohne ein Netzwerk von Spionen zu haben. Watson? Was halten Sie davon? Watson ich. Die Zeitung runzelte die Stirn. Es klingt, als ob jemand Carver verraten hat, vielleicht jemand aus dem Gerichtsgebäude selbst. Ein Besteckungsgeld von Crowley könnte viele dazu bringen, ihre Loyalität zu vergessen. Genau meine Gedanken, sagte Holmes. Aber es gibt noch eine andere Möglichkeit. Vielleicht wollte Carver gar nicht verschwinden. Vielleicht wurde er gezwungen, oder er spielt sein eigenes Spiel. Lestrade schnaubte. Sein eigenes Spiel. Holmes, der Mann, war verängstigt. Er wusste, dass Crowley ihn töten würde, wenn er auch nur den Mund aufmacht. Und doch, sagte Holmes mit einem Funkeln in den Augen, ist er verschwunden, genau dann, wenn er am meisten gebraucht wird. Das ist kein Zufall, Lestrade, das ist ein Plan. Holmes stand auf, seine Bewegungen plötzlich energisch. Watson, holen Sie Ihren Mantel, wir gehen ins Gerichtsgebäude. Wenn Carver dort war, hat er Spuren hinterlassen und ich beabsichtige, sie zu finden. Jetzt? Fragte Watson überrascht. Es ist fast Mitternacht. Der Nebel wartet auf niemanden. Watson erwidert Holmes mit einem schiefen Lächeln und der Wahrheit auch nicht. Während Watson seinen Mantel anzog, wandte sich Holmes an Lestrade. Sorgen Sie dafür, dass niemand das Büro des Staatsanwalts betritt, bis wir dort sind. Kein Beamter,
kein Schreiber. Niemand. Ich will jede Spur unberührt. Lustrate nicht weiter willig in Ordnung, Holmes. Aber ich hoffe, Sie wissen, was Sie tun. Das tue ich immer, sagte Holmes, während die Tür öffnete und in Nebel hinaustrat. Die Nacht war kalt, der Nebel dichter geworden. Die Straßen Londons schienen Geheimnisse zu flüstern, während Holmes und Watson in eine Droschke stiegen, die sie zum Gerichtsgebäude bringen würde. Irgendwo dort draußen, verborgen in den Schatten, wartete die Wahrheit, und Sherlock Holmes war entschlossen, sie zu finden. Kapitel 2. Die Spur im Gerichtsgebäude. Der Nebel hatte sich verdichtet, als die Droschke durch die stillen Straßen Londons ratterte. Das Gerichtsgebäude, ein wuchtiger Bau aus grauem Stein, ragte wie ein schlafender Riese aus dem Dunst hervor. 10 Fenster waren dunkel, nur ein schwaches Licht flackert in einem der oberen Stockwerke, als wollte es die Ankunft von Sherlock Holmes und Dr. Watson begrüßen. Die beiden stiegen aus, und Holmes' Blick wanderte prüfend über die Fasse, als ob der Stein selbst ihm Geheimnisse verraten könnte. Ein trostloser Ort bei Nacht, bemerkt Watson, während seinen Schal enger zog. Ich frage mich, wie Carver es geschafft hat, hier unbemerkt zu verschwinden. Unbemerkt? Wiederholte Holmes mit einem leichten Lächeln. Das bezweifle ich. Watson, jeder Schritt, den ein Mann wie Carver setzt, hinterlässt Spuren, ob es will oder nicht. Die Kunst besteht darin, diese Spuren zu finden, bevor sie verwischt werden. Die schwere Eingangstür des Gerichtsgebäudes war verschlossen, doch ein mürrischer Nachtwächter, den Lestrade offenbar verwarnt hatte, ließ sie ein. Der Mann, ein älterer Herr, mit buschigen Augenbrauen und einer Laterne in der Hand, mustert Holmes misstrauisch. Inspektor Lestrade hat gesagt, Sie dürfen rein, aber ich soll ein Auge auf Sie halten. Kein Durcheinander. Verstanden. Keine Sorge, erwidert Holmes mit einer Spur von Ironie. Ich hab nicht vor, Ihre Akten neu zu ordnen. Der Wächter brummte etwas Unverständliches und führte sie durch die hallenden Gänge des Gebäudes. Die Luft war kühl, durchzogen von dem muffigen Geruch alten Papiers und Wachs. Die Schritte hallten auf dem Marmorboden, während sie sich dem Büro des Staatsanwalts näherten, wo Elias Carver zuletzt gesehen worden war. Das Büro von Reginald Harrow war ein Raum, der Autorität ausstrahlte. Ein massiver Mahagoni-Schreibtisch dominierte den Raum, flankiert von Regeln voller juristischer Wälzer. Ein Fenster mit schweren Vorhängen blickte auf die nebelverhängende Straße hinaus. Auf dem Schreibtisch stapelten sich Papiere und ein Tintenfass stand gefährlich nah am Rand, als hätte jemand es in Eile zurückgelassen. Holmes Trading, seine Augen huschten über jedes Detail. Watson, schließen Sie die Tür, wir wollen ungestört sein. Watson gehorcht, während Holmes sich über den Schreibtisch beugt, mit einer kleinen Lupe, die aus seiner Mänteltasche zog, untersuchte die Oberfläche. Interessant, murmelte nach einem Moment. Sehen Sie hier, Watson, ein winziger Fleck Tinte, noch nicht ganz getrocknet. Jemand hat hier vor kurzem geschrieben, vermutlich in Eile. Carver, fragte Watson. Möglicherweise. Aber sehen Sie die Papiere an. Sie sind ordentlich gestapelt, bis auf diese eine Seite. Holmes zog ein Blatt hervor,
Das leicht schief lag, als wäre es hastig zurückgelegt worden. Es war ein Protokoll der Besprechung zwischen Carver und Harrow, doch am Rand war eine hastige Notiz gekritzelt. 3 Glocken, Mitternacht, St. Dunstan. St. Dunstan, wiederholte Watson. Die Kirche in der Fleet Street? Genau die, sagte Holmes. André Glockenses könnte eine Zeitengabe sein oder ein Signal. Carver hat diese Notiz hinterlassen, vielleicht als voll. Ein Falle? Fragte Watson skeptisch. Sie glauben, Carver wusste, dass in Gefahr war. Ich glaube, Carver mehr wusste, als preisgab, antwortet Holmes, aber kommen Sie, Watson, lassen Sie uns den Raum weiter untersuchen. Wenn Carver hier war, hat mehr als nur eine Notiz hinterlassen. Holmes bewegte sich mit der Präzision eines Jägers durch den Raum. Er kniete sich hin, untersuchte den Teppich, zog die Vorhänge beiseite und prüfte sogar die Fensterbank. Schließlich hielt er inne und deutete auf eine kleine Kerbe im Holz des Fensterrahmens. Sehen Sie das, Watson? Eine frische Schramme, kaum einen Tag alt. Jemand hat dieses Fenster geöffnet, und zwar von außen. Von außen? Watson trat näher und betrachtete die Kerb. Sie meinen, jemand ist eingebrochen? Oder Carver ist hinausgeklettert, sagte Holmes. Das Fenster führt zu einem schmalen Sims, der entlang der Fassade verläuft. Ein mutiger Mann oder ein Verzweifelter könnte dort entlang geklettert sein, um unbemerkt zu entkommen. Aber warum sollte das tun? Fragte Watson. War doch unter dem Schutz von Scotland Yard. Holmes' Augen funkelten. Genau das ist die Frage, Watson. Warum flieht ein Mann, der angeblich sicher ist? Entweder vertraut seinen Beschützer nicht, oder hatte einen anderen Plan. In diesem Moment klopfte es leise in der Tür. Tief. Watson zuckte zusammen, doch Holmes hob nur eine Hand, ihn zum Schweigen zu bringen. Hierin, rief er. Die Tür öffnete sich, und ein junger Gerichtsdiener trat ein nervöser Mann mit blassem Gesicht und zitternden Händen. Mr. Holmes? Dr. Watson? Ich wurde geschickt, nach Ihnen zu sehen. Der Nachtwächter meinte, Sie seien hier. Holmes mustert den Mann scharf. Your name? Thomas, Sir, Thomas Reed. Der Diener senkte den Blick, als könne Holmes durchdringenden Augen nicht standhalten. Und warum sind Sie so nervös, Mr. Reed? Fragte Holmes, seine Stimme ruhig, aber mit einem Unterton, der den jungen Mann noch mehr erbleichen ließ. Ich bin nicht nervös, Sir, stammelte Reed. Es ist dummelt Reed. Es ist spät, und das Gebäude ist so leer. Es macht einem zu schaffen. In der Tat, sagte Holmes, ohne den Blick von Reed abzuwenden. Sagen Sie, waren Sie gestern hier, als Mr. Carver seine Besprechung hatte? Reed zögerte, dann nickte er. Ja, Sir, ich habe ihm und Mr. Harrow Tee gebracht. Danach bin ich gegangen. Und haben Sie etwas Ungewöhnliches bemerkt? Bohrte Holmes weiter. Nein, Sir, nix. Es war alles ganz normal. Reed schluckte schwer, und Watson bemerkte, dass seine Hände sich fester den Saum seiner Jacke schlossen. Holmes lächelte dünn.
Danke, Mr. Reed. Sie können gehen. Als der Diener hastig den Raum verließ, wandte sich Holmes an Watson. Lügt, sagte leise. Seine Hände zitterten, seine Augen wichen meinem Blick aus, und seine Antworten waren zu schnell, zu instudiert. Weiß etwas. Sie glauben, hat mit Carvers Verschwinden zu tun, fragte Watson. Ich glaube, ist ein kleines Rädchen in einer sehr großen Maschine, sagte Holmes. Aber keine Sorge, Watson. Wir werden ihn im Auge behalten. Fürs Erste haben wir eine Spur. St. Dunstan. 3 Glocken. Mitternacht. Ich schlage vor, wir machen uns auf den Weg. Jetzt? Fragte Watson, obwohl die Antwort bereits kannte. Natürlich, sagte Holmes, während seinen Mantel zuknöpfte. Der Nebel mag unsere Sicht trüben, aber wird uns nicht aufhalten. Kommen Sie, Watson. Die Nacht ist noch jung und die Jagd hat gerade erst begonnen. Mit diesen Worten verließen sie das Büro. Ihre Schritte holten in den leeren Gängen weiter, während der Nebel draußen dichter wurde und die Geheimnisse von Elias Carver tiefer in die Schatten Londons eintauchten. Kapitel 3: Der Mann ohne Gesicht. Die Glocken von St. Dunstan in the West schlugen, dumpf durch den dichten Nebel, als Sherlock Holmes und Dr. Watson die Fleet Street entlang hasteten. Der Klang der Glocken, schwer und melancholisch, schien die Luft zu durchdringen, als ob die Kirche selbst ein Geheimnis bewahrte. Es war kurz vor Mitternacht, und die Straßen waren nahezu verlassen, abgesehen von den schemenhaften Umrissen einiger verspäteter Passanten, die wie Gespenster im Dunst verschwanden. Holmeses Schritt waren schnell und zielstrebig, sein Mantel wett hinter ihm wie ein Schatten. Watson, der Mühe hatte, mitzuhalten, warf ihm einen Seitenblick zu. Holmes, sind Sie sicher, dass wir hier richtig sind? Diese Notiz könnte eine Ablenkung sein, ein Trick, um uns in eine Falle zu locken. Möglich, erwiderte Holmes, ohne seinen Blick von der Straße abzuwenden. Aber selbst eine Falle wäre etwas, über den, der sie stellt. Die Notiz war echt, Watson. Die Tinte, die Handschrift, die Eile, mit der sie geschrieben wurde. Carver wollte, dass jemand diese Nachricht findet. Die Frage ist, wer? Sie erregt in der Kirche, ein gotisches Bauwerk, dessen Türme sich in den Nebel bohrten. Die Schwerholztür stand einen Spalt offen, was Holmes' Augen aufleuchten ließ. Interessant, murmelte er. Eine Kirche, die zu dieser Stunde offen ist entweder ein Ort der Zuflucht oder ein Treffpunkt für etwas weitaus dunkler. Vorsichtig traten sie ein. Das Innere der Kirche war kühl und still, nur durchbrochen vom leisen Knistern der Kerzen, die vor dem Altar brannten. Die Schatten der hohen Bogenfenster tanzten über die Steinwände, und der Geruch von Weihrauch lag schwer in der Luft. Holmes bewegte sich lautlos, seine Augen suchten jeden Winkel ab, während Watson die Hand an seinem Revolver hielt, den er unter seinem Mantel verborgen trug. Hören Sie das? Flüsterte Holmes plötzlich und blieb stehen. Watson lauschte angestrengt. Mit ein leises Rascheln, kaum vernehmbar, kam aus der Richtung der Krypta. Holmes deutete mit einem Nicken dorthin, und die beiden schlichen die steinerne Treppe hinab, die in die Dunkelheit führte. Die Luft wurde kälter, feuchter, und das Licht der Kerzen schwand,
bis nur noch Holmes' kleine Taschenlampe den Weg erhellte. Am Fuß der Treppe sah sich die Krypta, ein niedriger Raum mit gewölbten Decken und alten Grabplatten. In der Mitte stand eine Gestalt, gehüllt in einen langen, dunklen Mantel, das Gesicht von einer Kapuze verdeckt. Die Gestalt schien sie erwartet zu haben, denn sie drehte sich langsam als Holmes und Watson näher kamen. Mr. Holmes, sagte eine Stimme, tief und rau, mit einem leichten Akzent, den Watson nicht einordnen konnte. Ich wusste, Sie würden kommen. Holmes trat vor, seine Haltung entspannt, aber seine Augen wachsam. Und Sie sind der Mann ohne Gesicht, nehme ich an, derjenige, der uns hier hergelockt hat. Die Gestalt lachte leise, ein Geräusch, das in der Krypta weiterhallte, ein passender Name. Aber ich bin kein Feind, Holmes. Ich bin hier, um Ihnen zu helfen. Helfen? Fragte Watson skeptisch. Warum verstecken Sie dann Ihr Gesicht? Und warum treffen wir uns in einer Krypta mitten in der Nacht? Weil die Wahrheit, die ich Ihnen zu bieten habe, gefährlich ist, antwortete die Gestalt. Elias Carver ist nicht einfach verschwunden. Er wurde entführt, aber nicht von Aleister Crowley. Holmes' Augen verengten sich. Interessant. Und wer, wenn ich fragen darf, hat ihn entführt? Jemand, der mächtiger ist als Crowley, sagte die Gestalt. Jemand, der nicht will, dass Carver vor Gericht aussagt, nicht wegen Crowley, sondern wegen dem, was Carver über ihn weiß. Und wer ist dieser? Fragte Holmes, seine Stimme scharf wie eine Klinge. Die Gestalt zögerte, dann zog sie ein kleines, in Leder gebundenes Notizbuch aus ihrem Mantel und warf es zu Holmes' Füßen. Alles, was Sie wissen müssen, ist hier drin. Aber seien Sie gewarnt, Holmes, wenn Sie diesem Pfad folgen, werden Sie Feinde finden, die selbst Sie nicht unterschätzen sollten. Holmes bückte sich, hob das Notizbuch auf und blätterte es kurz durch. Die Seiten waren gefüllt mit Zahlen, Namen und Daten, eine verschlüsselte Aufzeichnung, die auf den ersten Blick keinen Sinn ergab. Ein Code, murmelte er, wie aufmerksam von Ihnen. Aber warum geben Sie mir das? Was wollen Sie dafür? Nichts, sagte die Gestalt. Nur, dass Sie die Wahrheit finden. Aber beeilen Sie sich, Holmes. Carver hat nicht viel Zeit. Beaver Holmes oder Watson etwas erwidern konnten, trat die Gestalt zurück in die Schatten. Ein leises Scharren war zu hören, denn ein dumpfer Schlag, als ob eine verborgene Tür sich schloss. Holmes stürzte vor, doch die Gestalt war verschwunden, als hätte die Krypta sie verschluckt. Verdammt nochmal, murmelte Watson. Wer war das? Und wie hat das gemacht? Kein Mann, der weiß, wie man sich unsichtbar macht, sagte Holmes, während er das Notizbuch in seine Tasche steckte. Er hat uns einen Anhaltspunkt gegeben und einen Köder. Die Frage ist, ob wir ihm vertrauen können. Vertrauen? fragt Watson. Wer hat uns in eine Krypta gelockt und sein Fächel verborgen? Ich würde sagen, er ist alles andere als vertrauenswürdig. Vielleicht, sagte Holmes mit einem schiefen Lächeln, aber manchmal sind die unzuverlässigsten Quellen die nützlichsten.
Dieses Notizbuch ist der Schlüssel, Watson. Es enthält die Wahrheit über Carvers Verschwinden und vielleicht mehr. Sie verließen die Krypta und traten zurück in die nebelige Nacht. Die Glocken von St. Dunstan schlugen Mitternacht, und die dritte Glock hallte lang nach, als ob sie eine Warnung aussandte. Holmes' Gesicht war nachdenklich, seine Finger spielten mit dem Notizbuch in seiner Tasche. Was jetzt? Fragte Watson, während sie zurück zur Fleet Street gingen. Jetzt, Watson, sagte Holmes, werden wir dieses Rätsel entschlüsseln. Aber zuerst müssen wir herausfinden, wer unser geheimnisvoller Freund ist und warum er so erpicht darauf ist, uns zu helfen. Kommen Sie, die Baker Street erwartet uns. Während sie in eine Droschke stiegen, fühlte Watson ein Kribbeln im Nacken, als ob unsichtbare Augen sie aus dem Nebel beobachteten. Die Nacht war voller Geheimnisse, und der Mann ohne Gesicht hatte ihnen gerade ein weiteres Rätsel in die Hände gelegt. Kapitel 4 Schatten der Vergangenheit. Die Baker Street war in Hafen der Wärme und Vertrautheit, als Sherlock Holmes und Dr. Watson in die Wohnung 221b zurückkehrten. Der Nebel draußen hatte sich wie ein Schleier über London gelegt, doch in Holmes' Arbeitszimmer brannte das Feuer im Kamin hell, und die Unordnung aus Büchern, Papieren und chemischen Geräten wirkte beruhigend chaotisch. Watson ließ sich in seinen Sessel fallen, während Holmes das geheimnisvolle Notizbuch aus der Krypta auf den Schreibtisch legte und begann, es im Licht der Lampe zu studieren. Das ist kein gewöhnlicher Code, Watson, sagte Holmes, während seine Finger über die Seiten glitten. Es ist eine Mischung aus numerischer Verschlüsselung und persönlicher Kurzschrift. Carver war kein einfacher Buchhalter. Er war ein Mann, der wusste, wie man Geheimnisse bewahrt. Watson nahm einen Schluck Tee, den Mrs. Hudson trotz der späten Stunde gebracht hatte, und runzelte die Stirn. Aber warum sollte ein Buchhalter solche Vorsichtsmaßnahmen treffen? Und warum hat dieser Mann ohne Gesicht uns das Notizbuch gegeben? Es fühlt sich an, als ob wir in ein Spiel verwickelt werden, dessen Regeln wir nicht kennen. Genau das ist der Punkt, Watson, sagte Holmes, ohne aufzublicken. Wir spielen ein Spiel, und die Frage ist, wer die Figuren auf dem Brett bewegt. Aber bevor wir den Code knacken, müssen wir mehr über Elias Carver wissen. Wer war er, bevor er Crowleys Buchhalter wurde? Was hat ihn dazu gebracht, sich gegen seinen Herrn zu wenden? Watson nickt. Ich werde die Archive durchsehen. Vielleicht finde ich etwas in den alten Zeitungen oder bei Scotland Yard. Carver muss eine Vergangenheit haben, die ihn zu dem gemacht hat, was er ist. Ausgezeichnet, sagte Holmes. Übersehen Sie vorsichtig, Watson. Wer auch immer Carver entführt hat, wird nicht erfreut sein, dass wir seine Spur verfolgen. Am nächsten Morgen machte sich Watson auf den Weg zu den Archiven von Scotland Yard, während Holmes in der Baker Street blieb, um das Notizbuch weiter zu analysieren. Die Luft in London war klamm, der Nebel hatte sich zwar gelichtet, aber grau und bedrückend. Watson betrat das Polizeigebäude und wurde von einem mürrischen Beamten zu den Aktenräumen geführt, einem labyrinthartigen Keller voller staubiger Regale und vergilbter Dokumente. Nach Stunden des Suchens stieß Watson auf eine Akte, die den Namen Elias Carver trug. Sie war dünn, fast zu dünn für einen Mann,
der angeblich so tief in Crowleys Organisation verstrickt war. Die Akte enthielt nur wenige Details. Carver war in den 1870er Jahren als Buchhalter für verschiedene Firmen tätig gewesen, bevor er in Crowleys Dienste trat. Doch ein Eintrag erregte Watsons Aufmerksamkeit, eine Notiz über eine alte Fehde zwischen Carver und einem Mann namens Victor Langley, einem ehemaligen Geschäftspartner, der vor 10 Jahren unter mysteriösen Umständen gestorben war. Langley murmelte Watson für sie hin. Der Name klang vage vertraut, aber er konnte ihn nicht einordnen. Er machte sich eine Notiz und grub weiter, bis er auf einen Zeitungsausschnitt stieß, der eine Verbindung zu Holmes selbst andeutete. Der Artikel, datiert auf 1885, beschrieb einen Fall, in dem Holmes einen Mann namens Langley vor einer Verurteilung bewahrt hatte, wegen eines Verbrechens, das mit Aleister Crowley in Verbindung stand. Watson spürte, wie sein Herz schneller schlug. War dies die Verbindung, die Holmes übersehen hatte? Zurück in der Baker Street fand Watson Holmes immer noch über das Notizbuch gebeugt, umgeben von Zetteln mit Diagrammen und Zahlen. Holmes, begann Watson, ich habe etwas gefunden. Elias Carver hatte eine Fehde mit einem Mann namens Victor Langley. Und, Sie werden es nicht glauben, Langley war jemand, den Sie vor 10 Jahren verteidigt haben. Holmes steht Kopf vor hoch, seine Augen blitzten. Langley? Interessant. Erzählen Sie mir alles, Watson. Watson legte die Akte auf den Tisch und fasste zusammen, was er gefunden hatte. Langley und Carver waren Partner in einer kleinen Handelsfirma, die in den 1807 bankrott ging. Es gab Gerüchte, dass Langley Carver betrogen hatte, was zu einer bitteren Feindschaft führte. Kurz nachdem sie Langley vor einer Anklage wegen Betrugs bewahrt hatten, starb er unter mysteriösen Umständen. Ein Unfall hieß es. Aber Carver trat kurz darauf in Crowleys Dienste. Es scheint, als hätte er Crowley die Schuld in Langleys Tod gegeben. Holmes lehnte sich zurück. Seine Finger trommelten auf die Armlehne seines Sessels. Und doch hat Carver all die Jahre für Crowley gearbeitet, nur sich jetzt gegen ihn zu wenden. Warum jetzt? Was hat sich geändert? Vielleicht hat er Beweise gefunden, schlug Watson vor. Beweise, die nicht nur Crowley, sondern auch diesen geheimnisvollen, jemanden sie belasten, von dem der Mann ohne Gesicht gesprochen hat. Holmes nickte langsam. Möglich. Aber es gibt noch eine andere Möglichkeit, Watson. Was, wenn Carver nicht aus Rache handelt, sondern aus Angst, Angst vor etwas oder jemandem, der mächtiger ist als Crowley? Und was, wenn meine Verteidigung von Langley damals eine Kette von Ereignissen ausgelöst hat, die uns jetzt einholt? Watson starrt Ihnen und Sie meinen, dieser Fall ist persönlich? Alles ist persönlich, Watson, sagte Holmes mit einem bitteren Lächeln. Die Vergangenheit hat eine Art, uns einzuholen, egal wie schnell wir rennen. Aber lassen Sie uns nicht spekulieren. Das Notizbuch wird uns mehr verraten. Holmes öffnet das Notizbuch, erneut und zeigte Watson eine Seite mit einer Liste von Initialen und Daten. Sehen Sie hier, die Initialen V.L. tauschen mehrfach auf, immer in Verbindung mit Summen von Geld und Orten in London. Wenn V.L. für Victor Langley steht,
Dann hat Carver seine Geschäfte mit ihm dokumentiert und vielleicht auch seinen Tod. Aber warum sollte er das tun? Fragte Watson. Und warum dieses Notizbuch einem Fremden geben? Weil Carver wusste, dass er in Gefahr war, sagte Holmes. Er hat dieses Notizbuch als Versicherung hinterlassen, für den Fall, dass ihm etwas zustößt. Und der Mann ohne Gesicht, er ist entweder ein Verbündeter oder ein weiterer Spieler in diesem Schachspiel. Im Klopfen in der Tür unterbrach ihre Unterhaltung. Mrs. Hudson trat ein Telegramm in der Hand. Das kam gerade für Sie, Mr. Holmes, sagte sie. Es ist dringend. Holmes riss das Telegramm auf und las es schweigend. Sein Miene verhärtete sich. Es ist von Lestrade, sagte er schließlich. Sie haben eine Leiche gefunden, in der Nähe von St. Dunstan, im Mann, der Messer getötet wurde. Keine Papiere, kein Gesicht, das man erkennen könnte. Watson spürte, wie sich sein Magen zusammenzog. Der Mann ohne Gesicht? Vielleicht, sagte Holmes, während er seinen Mantel nahm, oder ein weiteres Opfer von jemandem, der keine Zeugen duldet. Kommen Sie, Watson. Die Vergangenheit mag uns verfolgen, aber wir werden sie einholen. Mit diesen Worten verließen sie die Baker Street, bereit, den Schatten der Vergangenheit entgegenzutreten, die sich immer enger um den Fall von Elias Carver schlossen. Kapitel 5. Das Rätsel der verschlüsselten Nachricht. Die Morgendämmerung kroch zögerlich über London, als Sherlock Holmes und Dr. Watson durch die nebelverhangenen Straßen zur Leichenhalle eilten, wo die mysteriöse Leiche wartet. Der Schock des Telegramms von Lestrade holte noch in Watsons Gedenken nach Dystek, in man erstocken ohne erkennbares Gesicht in der Nähe von St. Dunstan gefunden. Doch Holmes schien unbeeindruckt, sein Verstand bereits auf die nächste Spur fixiert, das Notizbuch, das der Mann ohne Gesicht ihnen überlassen hatte, in der Baker Street zurückgekehrt. Nach einem kurzen, aber ernüchternden Besuch in der Leichenhalle, wo die verstümmelte Leiche keine Hinweise auf ihre Identität preisgab, breitete Holmes das Notizbuch auf seinem Schreibtisch aus. Die Luft war erfüllt vom Duft von Tabak und dem Knistern des Kaminfeuers, während Holmes' Finger über die Seiten glitten, die mit Zahlen, Initialen und scheinbar willkürlichen Symbolen gefüllt waren. Watson, begann Holmes, ohne aufzublicken. Dieses Notizbuch ist kein bloßer Katalog von Transaktionen. Es ist eine Karte zu etwas, das Carver verzweifelt verbergen wollte. Sehen Sie hier. Er deutete auf eine Zeile, die eine Reihe von Zahlen neben den Initialen und einem Datum enthielt, 14-3 und 20-9, 4.L. 12 Psi 385, Raven's Nest, Raven's Nest, fragte Watson, während er sich verbeugte. Das klingt nach einem Ort, ein Pub vielleicht, oder ein Lagerhaus. Möglicherweise, sagte Holmes, immer die Zahlen 14-3 und 20 sind der Schlüssel. Es ist ein Code, Watson, und ich vermute, er basiert auf einer Buchverschlüsselung. Carver war ein Buchhalter, ein Mann, der mit Zahlen lebte. Er würde eine Methode wählen, die für ihn natürlich ist. Holmes zog ein Stück Papier hervor und begann die Zahlen zu analysieren. Nehmen wir an,
Die Zahlen verweisen auf ein Buch, eine Seite, eine Zeile und ein Wort. Das Datum 12/3/85 könnte der Hinweis auf das Buch selbst sein. Vielleicht ein Dokument oder ein Buch, das Carver besaß. Aber wir haben kein solches Buch, warf Watson ein. Für uns selbst, wenn wie sollen wir es finden? Carver ist verschwunden. Und dieses Notizbuch ist alles, was wir haben. Holmes lächelte dünn. Nicht ganz. Watson, erinnern Sie sich an die Notiz im Gerichtsgebäude? 3 Glocken, Mitternacht, St. Deunestenen, Punkt Apostroph. Das war kein Zufall. St. Dunstan war ein Treffpunkt. Und dieses Notizbuch ist der nächste Schritt. Ich vermute, Ravens Nest ist ein weiterer Treffpunkt. Und die Zahlen verraten uns, wo und wann. Während Holmes sprach, zog eine Karte von London aus einem Stapel Papier hervor und breitete sie auf den Tisch aus. Seine Finger bewegten sich schnell, markierten Orte und verbanden Punkte. Es gibt ein altes Gasthaus in der Nähe der Docks, bekannt als The Raven's Nest. Es ist ein Treffpunkt für Schmuggler und zwielichtige Gestalten. Genau der Ort, an dem jemand wie Carver sich verstecken könnte. Oder wo entführt wurde, fügte Watson hinzu, seine Stimme ernst. Holmes, wenn dieser Ort so gefährlich ist, sollten wir Lestrade informieren. Lestrade würde mit einer Armee von Constables anrücken und jede Spur verscheuchen, sagte Holmes. Nein, Watson, wir gehen allein, aber zuerst müssen wir den Code knacken. Geben Sie mir einen Moment. Holmes vertiefte sich in das Notizbuch. Seine Augen huschten über die Zahlen, während Notizen kritzelte. Watson beobachtete fasziniert, wie Holmes' Verstand arbeitete, ein Wirbelsturm aus Logik und Intuition. Nach einer Stunde, in der die Stille nur vom Kratzen des Federkiels unterbrochen wurde, schlug Holmes triumphierend auf den Tisch. Da haben wir's, rief er. Die Zahlen sind eine Variante der Wegener-Ziffer. Sie beziehen sich auf ein spezifisches Dokument, ein Kontobuch, das Carver führte. Die Zahlen 14 minus 3 und 20 minus 9 verweisen auf Seite 14, Zeile 23, Wort 9 in einem von Carvers eigenen Kontobüchern. Und das Wort Watson ist Trefferpunkt. Treffpunkt? Wiederholte Watson. Also war Ravensets Neste tatsächlich ein Treffpunkt. Aber für wen? Und wann? Datum. 12/3/85. Liegt 10 Jahre zurück, sagte Holmes. Aber ich vermute, es ist ein Hinweis auf einen wiederkehrenden Treffpunkt. Carver hat diese Notizen nicht zufällig gemacht. Er wusste, dass jemand sie finden würde. Vielleicht wir, vielleicht jemand anderes. Und Ravens Nest ist der Ort, in dem wir die nächste Spur finden. Watson runzelte. Die Stirn. Aber wenn Carver entführt wurde, wie konnte er dann dieses Notizbuch hinterlassen? Und warum hat der Mann ohne Gesicht es uns gegeben? Das, Watson, ist die Frage, sagte Holmes, während er seinen Mantel anzog und die Antwort wartet im Ravensets Nest. Kommen Sie, wir haben keine Zeit zu verlieren. Die Fahrt zu den Docks war eine Reise in die Unterwelt Londons. Die Straßen wurden enger, die Gebäude schäbiger,
und der Geruch von Salzwasser und Tier durchdrang die Luft. Des Ravens Nest war ein heruntergekommenes Gasthaus, dessen Schild mit einem krächzenden Raben kaum noch lesbar war. Der Schankraum war voll mit rauen Gestalten, Seeleute, Hafenarbeiter und zwielichtige Händler, die bei Holmes und Watsons Eintritten verstummten. Holmes, unbeeindruckt von den feindseligen Blicken, traten bei, Theke und sprach leise mit dem Wirt, einem bulligen Mann mit einer Narbe über dem Auge. Wir suchen nach einem Mann, der hier gewesen sein könnte, sagte Holmes, alias Carver. Klein, hager, etwa 50 Jahre alt, möglicherweise in Begleitung. Der Wirt grinst, seine Zähne gelb im schwachen Licht. Hier kommen viele Männer durch, Sir. Aber ich erinnere mich an keinen Carver. Vielleicht haben Sie den falschen Ort. Holmes zog eine Sovereign aus seiner Tasche und ließ sie auf die Theke gleiten. Vielleicht hilft es Ihrem Gedächtnis? Der Wirt zögerte. Dann beugte er sich vor. Vor 2 Nächten war ein Mann hier, passt auf Ihre Beschreibung. Er war nervös, hat sich in der Ecke verkrochen und mit jemandem geredet, einem Mann in einem dunklen Mantel, Gesicht nicht zu sehen. Sie sind durch die Hintertür verschwunden. Die Hintertür, sagte Holmes. Zeigen Sie sie uns. Der Wirt führte sie durch einen schmalen Gang zu einer Tür, die auf eine Gasse hinausführte. Der Boden war schlammig, übersät mit Abfall, und Holmes kniete sich hin, um die Spuren zu untersuchen. Hier, sagte er und deutete auf eine Reihe von Fußabdrücken. 2 Männer, einer mit schweren Stiefeln, der andere mit leichteren Schuhen. Carver, vermutlich. Und sehen Sie das, zeigte auf einen kleinen glänzenden Gegenstand, im Schlamm ein silbernes Zigarettenetui, graviert mit den Initialen E.C. Carver, flüsterte Watson, or war hier. Und hat uns eine Spur hinterlassen, sagte Holmes, während das Etui aufhob. Aber die Frage bleibt, wer war der Mann im dunklen Mantel? Unser Freund ohne Gesicht oder jemand ganz anderes? Als sie die Gasse verließen, spürte Watson ein Kribbeln im Nacken. Die Schatten schienen lebendig zu sein, und die Luft war erfüllt von einer unheimlichen Stille. Holmes' Gesicht war grimmig, seine Augen funkelten vor Entschlossenheit. Wir kommen der Wahrheit näher, Watson, sagte er, aber die Wahrheit hat Zähne, und wir müssen vorsichtig sein. Kapitel 6 Knacks in Whitechapel. Die Gassen von Whitechapel waren ein Labyrinth aus Dunkelheit und Verfall, wo der Nebel sich wie ein lebendiges Wesen in die engen Straßen schmiegte. Der Geruch von feuchtem Stein, fallendem Abfall und billigem Gin lag schwer in der Luft, während Sherlock Holmes und Dr. Watson vorsichtig durch die Schatten schlichen. Das silberne Zigarettenetui mit den Initialen E.T. Komma, das sie im Ravens Nest gefunden hatten, lag sicher in Holmes' Tasche, ein stummer Zeuge von alias Carvers letztem Aufenthaltsort. Die Spur führte sie hierher, in das Herz der Unterwelt Londons, wo Geheimnisse und Gefahren in jeder Ecke lauerten. Holmes flüsterte Watson, während die Hand in seinem Revolver hielt. Sind Sie sicher, dass das eine gute Idee ist? Whitechapel ist kein Ort für einen nächtlichen Spaziergang. Wenn Carver hier war, könnte er längst tot sein, oder wir geraten in eine Falle.
Holmes' Augen glitzerten im schwarzen Licht einer flackernden Gaslatern. Fallen sind nur gefährlich, wenn man sie nicht sieht, Watson. Carver war hier, und jemand wollte, dass wir das wissen. Das Zigarettenetui war kein Zufall, es war eine Einladung. In Einladung? Fragte Watson skeptisch. Oder ein Kuder, vielleicht beides, sagte Holmes mit einem schiefen Lächeln. Aber Kuders sind nützlich, Watson. Sie locken nicht nur uns an, sondern auch die, die sie ausgelegt haben. Halten Sie die Augen offen. Sie bogen in eine schmale Gasse ein, deren Kopfsteinpflaster glitschig von Schlamm und Regen war. Die Gebäude zu beiden Seiten lehnten sich bedrohlich zusammen, als wollten sie die beiden Eindringlinge erdrücken. In der Ferne hörte man das gedämpfte Lachen von Betrunkenen und das Klirren von Gläsern aus einer der zahlreichen Spelunken. Holmes blieb plötzlich stehen und hob die Hand, um Watson zum Schweigen zu bringen. Ein leises Kratzen, wie von Stiefeln auf Stein, kam aus einer Seitengasse. Bleiben Sie dick bei mir, flüsterte Holmes, während er sich gegen die Wand drückte und seine kleine Taschenlampe hervorzog. Der Lichtstrahl schnitt durch die Dunkelheit und enthüllte eine Gestalt, die hastig um eine Ecke verschwand. Holmes setzte ihr nach, Watson dicht auf den Fersen, und sie tauchten in ein Gewirr von Gassen ein, wo der Nebel so dicht war, dass man kaum die Hand vor Augen sehen konnte. Die Verfolgung endete abrupt vor einer Tür, die in ein baufälliges Gebäude führte. Das Schild darüber war kaum lesbar, aber die werblichen Buchstaben deuteten auf eine alte Druckerei hin. Holmes untersuchte die Tür und bemerkte frische Kratzspuren im Schloss. Jemand war kürzlich hier, sagte er leise, und sie waren in Eile. Watson zog seinen Revolver. Sollen wir hineingehen? Natürlich, antwortete Holmes, während er die Tür vorsichtig öffnet. Das Scharnier quietschte, und ein Schwall feuchter, muffiger Luft schlug ihnen entgegen. Im Inneren war die Druckerei ein Chaos aus verstaubten Maschinen, zerbrochenen Kisten und verstreuten Papieren. Der Boden knarrte unter ihren Schritten, und die Schatten schienen sich zu bewegen, als ob sie lebendig wären. Holmes kniete sich hin und untersuchte den Boden. Sehen Sie das, Watson? Spuren im Staub, 2 Paar Fußabdrücke, eines mit den leichten Schuhen, die wir im Ravensist-Nest gesehen haben. Carver war hier, aber er war nicht allein. Der Mann im dunklen Mantel? Fragte Watson. Möglicherweise, sagte Holmes. Aber es gibt noch etwas. Er deutet auf eine Reihe von Blutflecken, die sich über den Boden zogen und hinter einer umgestürzten Druckpresse verschwanden. Watson spürte, wie sein Herz schneller schlug, doch bevor er etwas sagen konnte, hörte er ein leises Stöhnen aus der Dunkelheit. Holmes war sofort in Bewegung. Seine Lampe beleuchtet einen Mann, der zusammengesunken hinter der Presse lag. Er war hager, mit grauem Haar und einem Gesicht, das von Angst und Erschöpfung gezeichnet war. Seine Kleidung war zerrissen, und eine blutige Wunde an seiner Seite zeigte, dass er verletzt war. Alias Carver? Fragte Holmes scharf. Der Mann nickte, schwach. J. The Nies Fürsti. Sie müssen vorsichtig sein. Sie sind überall. Where? Fragte Watson,
während sich neben Carver nähte und die Wunde untersucht. Nicht Crowley, flüsterte Carver, seine Stimme kaum hörbar. Jemand Größeres, ein Schatten, weiß alles, seine Augen flackerten, und griff nach Holmes' Arm, das Notizbuch. Sie haben es, bewahren Sie es. Es ist die Wahrheit, die einzige Wahrheit. Bevor Holmes antworten konnte, irrtete ein lautes Kraken von der Tür. Fackeln flammten in der Dunkelheit auf, und deren Gestalten in dunklen Mänteln stürmten herein, ihre Gesichter von Tüchern verhüllt. Watson zog seinen Revolver, doch Holmes hielt ihn zurück. Nicht schießen, Watson, wir sind zahlenmäßig unterlegen. Holmes, wir können nicht einfach. Vertrauen Sie mir, zischt Holmes, während der Carver auf die Beine sog. Es gibt einen anderen Ausgang. Folgen Sie mir. Sie rannten durch die Druckerei, während die Verfolger näher kamen. Holmes führte sie zu einer Hintertür, die auf einen Innenhof hinausführte. Der Nebel war hier noch dichter, ein perfekter Schleier, ihre Flucht zu decken. Sie schafften es, Carver zwischen sich zu stützen, und verschwanden in einer Seitengasse, als die Verfolger die Tür erreichten. Nach einem atemlosen Sprint fanden sie Zuflucht in einem verlassenen Lagerhaus. Carver war kaum bei Bewusstsein, sein Atem flach. Watson begann, die Wunde zu verbinden, während Holmes ihn wachsam beobachtet. Wird es überleben, Watson? Fragte Holmes. Fürs Erste, antwortete Watson. Aber braucht einen Arzt, und wir müssen ihn in Sicherheit bringen. Holmes nickte, doch seine Augen waren auf Carver gerichtet. Mr. Carver, Sie sagten, ein Schatten Sie. Wer ist dieser Schatten? Und warum will Sie tot sehen? Carver hasste, Blut tropft von seinen Lippen, kontrolliert alles. Crowley ist nur eine Marionette. Das Notizbuch, es führt zu ihm, aber Sie müssen vorsichtig sein. Weiß, dass Sie kommen. Where? Drängte Holmes, seine Stimme scharf. Carver schloss die Augen, seine Stimme ein Flüstern. Der Mann ohne Gesicht. Bevor Holmes nachfragen konnte, hörte Watson Schritte draußen. Holmes, wir müssen hier weg, sagte dringend. Holmes nickte, seine grimmig. Wir nehmen Carver mit, aber wir müssen schneller sein als unser Verfolger. Die Wahrheit ist nah, Watson, aber sie ist gefährlicher, als wir dachten. Mit Carver zwischen sich machten sie sich auf den Weg zurück durch die Gassen von Whitechapel, die Schatten der Nacht schwer auf ihren Schultern. Der Mann ohne Gesicht war näher, als sie ahnten, und das Netz der Intrigen zog sich immer enger zu. Kapitel 7. Der falsche Pferd. Die Gassen von Whitechapel schienen kein Ende zu nehmen. Ein endloses Labyrinth aus Dunkelheit und Gefahr, während Sherlock Holmes und Dr. Watson den verletzten Alias Carver durch die Nacht schleppten. Carvers Atem ging rasselnd, sein Gesicht war bleich, und die Wunde in seiner Seite blutet trotz Watsons provisorischem Verband weiter. Der Nebel bot ihnen Schutz, aber machte auch jeden Schritt unsicher, als ob die Schatten selbst sie beobachteten. Holmes küsste Watson, während Carvers Gewicht stützte. Wir können nicht viel weiter tragen. Braucht sofort einen Arzt.
und wir brauchen Verstärkung. Wir sollten Lestrade rufen. Holmes' Augen glitzerten in der Dunkelheit, seine Miene angespannt, aber entschlossen. Lestrade würde diesen Ort in ein Chaos verwandeln. Watson, unser Verfolger, sind uns auf den Fersen, und wir haben keine Zeit für Bürokratie. Wir müssen Carver in Sicherheit bringen und die Wahrheit aus ihm herausbekommen, bevor es zu spät ist. Sie fanden Zuflucht in einer verlassenen Bäckerei, deren Fenster mit Brettern vernagelt waren. Der Geruch von altem Mehl und Schimmel hing in der Luft, während Watson Carver vorsichtig auf eine staubige Bank legt. Holmes durchsuchte den Raum, fand eine alte Öllampe und entzündete sie, wodurch ein schwaches Licht die düstere Umgebung erhellte. Mr. Carver, begann Holmes, während er sich neben den Verletzten niete. Sie sagten, der Mann ohne Gesichter sei hinter Ihnen her. Wer ist er? Und warum ist dieses Notizbuch so wichtig? Carver husste. Seine Augen flackerten vor Schmerz und Angst. Der Ohr ist überall. Er sieht alles. Der Tubuch, es enthält Namen, Daten, Orte, Beweise, die ihn stürzen könnten. Aber er wird es niemals zulassen. Wer? Drängte Holmes. Geben Sie mir einen Namen. Doch bevor Carver antworten konnte, ertönte ein lautes Klopfen in der Tür. Watson griff instinktiv nach seinem Revolver, während Holmes sich aufrichtete, seine Haltung wachsam. Bleiben Sie ruhig, Watson, flüsterte er. Das könnte unsere falsche Fährte sein. Die Tür flog auf, und Inspektor Lestrade stürmte hierin, gefolgt von zwei Constables. Sein Gesicht war rot vor Anstrengung, und seine Stimme zitterte vor Wut. Holmes, Watson, was zum Teufel machen Sie hier, und wer ist dieser Mann? Holmes hob eine Hand, Lestrade zu beruhigen. Inspektor, Ihre Ankunft ist rechtzeitig. Dies ist Elias Carver, der verschwundene Zeuge. Er ist verletzt und braucht sofort medizinische Hilfe. Lestrade starrt Carver an dann Holmes. Carver, Sie haben ihn gefunden? Warum haben Sie mich nicht sofort informiert? Und was ist das für ein Ort? Ein notwendiger Rückzugsort, sagte Holmes cool. Aber ich fürchte, Inspektor, Ihre Ankunft könnte mehr Aufmerksamkeit erregt haben, als uns lieb ist. Einer der Constables, ein junger Mann mit nervösem Blick, trat vor. Sir, wir haben einen Verdächtigen gefasst, nicht weit von hier. Er wurde in der Nähe der Druckerei gesehen, mit einem Messer, das mit Blut befleckt war. Wir glauben, er ist derjenige, der Carver angegriffen hat. Holmes steppt, Augen verengten sich. Ein Verdächtiger, so schnell? Bringen Sie ihn hierin. Die Constables führten einen Mann hierin, dessen Hände mit Handschellen gefesselt waren. Er war groß, mit einem pockenartigen Gesicht und wilden Augen, die von Angst und Trotz zuckten. Seine Kleidung war schmutzig, und ein blutiges Messer lag in einem Tuch, das einer der Constables hielt. Das ist Jack Riley, sagte Lestrade, ein bekanntes Gesicht in Whitechapel. Ein Schläger, der für jeden arbeitet, der genug zahlt. Wir haben ihn erwischt, wie er versuchte, das Messer in einem Abwasserkanal zu entsorgen. Holmes musste Riley scharf. Mr. Riley, haben Sie Elias Carver angegriffen? Riley spuckte auf den Boden.
Ich hab niemanden angegriffen. Das Messer habst's gefunden, das ist alles. Jemand hat mich reingelegt. Er fragte Holmes, seine Stimme triggerisch sanft, und wer sollte das getan haben? Weiß ich nicht, Nerd Riley. Aber ich sag Ihnen, ich war's jetzt nicht. Ich war nur in der Druckerei, Geschäfte zu machen. Holmes trat näher. Seine Augen bohrten sich in Rileys. Geschäfte? Mit wem? Riley zögerte. Dann senkte er den Blick. Ein Mann in einem dunklen Mantel hat mir gesagt, ich soll in der Druckerei warten, hat mir nen Sovereign gegeben und gesagt, ich soll die Klappe halten. Ein Mann in einem dunklen Mantel, wiederholte Holmes, interessant. Und hat dieser Mann einen Namen genannt? Riley schüttelte den Kopf. Nein. C.C. was ein Yes, Unes. Ich konnte sein Gesicht nicht sehen, aber seine Augen, sie waren leer, wie die eines Toten. Watson spürte ein Kribbeln im Nacken. Der Mann ohne Gesicht murmelte. Holmes nickte langsam, sein Miene und durchdringlich. Lestrade nehmen Sie Mr. Riley in Gewahrsam. Aber ich fürchte, ist nicht unser Mann. Ist ein Bauernopfer, ein Ablenkungsmanöver, uns von der wahren Spur abzubringen. Lestrade runzelte die Stirn. In Ablenkungsmanöver, Holmes, wir haben ihn mit dem Messer erwischt. Was wollen Sie mehr? Die Wahrheit, Inspektor, sagte Holmes. Der Riley ist ein Werkzeug, nicht der Architekt. Der wahre Täter sind immer noch da draußen. Und Sie wissen, dass wir Carver gefunden haben. Carver, der inzwischen das Bewusstsein verloren hatte, wurde von den Constables auf eine Trash gehoben, um ins Krankenhaus gebracht zu werden. Lestrade warf Holmes einen frustrierten Blick zu. Sie machen es mir nicht leicht, Holmes. Aber ich lasse Carver bewachen. Niemand kommt in ihn ran, bis aussagen kann. Seien Sie vorsichtig, Lestrade warnte Holmes. Unser Gegner sind schlauer, als Sie denken, und Sie haben Augen überall. Als Lestrade und die Constables mit Carver und Riley abzogen, wandte sich Holmes an Watson. Das war so einfach, Watson. Ein blutiges Messer, verdächtiger, der praktisch auf uns wartet. Jemand will, dass wir glauben, der Fall sei gelöst. Jemand will, dass wir glauben, der Fall sei gelöst. Aber warum? Fragte Watson. Wenn Sie Carver töten wollten, warum ihn dann entführen? Und warum uns zu ihm führen? Weil Sie uns kontrollieren wollen, sagte Holmes, seine Stimme kalt. Sie wollen, dass wir Riley verfolgen, dass wir denken, wir hätten den Täter, aber das Notizbuch und Carvers Wort deuten auf etwas Größeres hin. Der Mann ohne Gesicht ist der Schlüssel, Watson, und ich habe das Gefühl, dass wir ihn bald wiedersehen werden. Die beiden traten zurück in die Nacht. Der Nebel dickter denn je. Whitechapel hatte seine Geheimnisse nicht preisgegeben, sondern nur neue Fragen aufgeworfen. Holmes' Gesicht war entschlossen, doch Watson konnte die Sorge in seinen Augen sehen. Die falsche Fährte hatte sie abgelenkt, aber die wahre Jagd hatte gerade erst begonnen. Kapitel 8 Das geheime Archiv. Die Nacht war tief und still, als Sherlock Holmes und Dr. Watson durch die labyrinthartigen Straßen Londons schlichen, ihre Schritt gedämpft durch den allgegenwärtigen Nebel.
Elias Carver war nun in einem Krankenhaus unter schwerer Bewachung, doch seine Wart, ein Schatten, der alles weiß, holten in Holmes' Verstand weiter. Das Notizbuch, das der Mann ohne Gesicht ihnen überlassen hatte, war der Schlüssel, aber es hatte sie nur zu einer falschen Fährte geführt. Holmes wusste, dass die Wahrheit tiefer verborgen lag, und seine Intuition führte ihn zu einem Ort, den er seit Jahren nicht mehr besucht hatte, das geheime Archiv des Londoner Untergrunds, ein verborgener Ort, in dem die dunklen Geheimnisse der Stadt bewahrt wurden. Holmes flüsterte Watson, während sie sich einem unscheinbaren Gebäude in der Nähe der Thames näherten. Sind Sie sicher, dass dies der richtige Ort ist? Dieses Haus sieht aus wie ein verlassenes Lager. Genau deshalb ist der perfekte Ort, erwiderte Holmes, seine Stimme kaum hörbar. Das Archiv ist nicht dafür gedacht, gefunden zu werden. Es ist ein Ort, den nur wenige kennen und noch weniger betreten. Aber das Notizbuch verweist auf eine Verbindung zu diesem Ort. Die Initialen V.L.Apostroph und die Erwähnung eines Schattendoten auf Dokumente hin, die hier gelagert sind. Das Gebäude war ein heruntergekommenes Relikt, seine Fassade von Ruß und Zeit gezeichnet. Die Fenster waren mit Brettern vernagelt und die Tür war mit einem schweren Vorhängeschloss gesichert. Holmes zog einen kleinen Dietrich aus seiner Tasche und machte sich ans Werk, seine Finger geschickt und präzis. Innerhalb von Sekunden klickte das Schloss und die Tür schwang auf, ein leises Knarren durchbrach die Stille der Nacht. Im Inneren war das Gebäude, ein Labyrinth aus Staub, Gingen und gestapelten Kisten. Der Geruch von altem Papier und Motor erfüllte die Luft, und die Dunkelheit war so dicht, dass Holmes' Taschenlampe kaum ausreicht, um den Weg zu erhellen. Watson hielt seinen Revolver bereit, seine Nerven angespannt. Holmes, wenn das wirklich ein Archiv ist, wer führt es und warum ist es so gut versteckt? Will wissen mag, ist Watson, antwortet Holmes, während er die Regal absuchte. Dieses Archiv enthält Aufzeichnungen über die schmutzigsten Geheimnisse Londons, Bestechungen, Erpressungen, Verbrechen, die nie ans Licht kamen. Es wird von einer Gruppe geführt, die sich die Wächter nennt. Sie sind weder Freunde noch Feinde, sondern Hüter der Balance, oder so behaupten sie. Die Wächter? Fragte Watson skeptisch. Das klingt wie eine Geheimgesellschaft. In gewisser Weise sind sie das, sagte Holmes, aber ihre Loyalität gilt nur dem Wissen selbst. Wenn Carver Beweise gegen den Schatten sie gesammelt hat, dann sind diese Beweise hier. Sie erreichten eine Schwereisentour am Ende eines Ganges, die mit einem komplizierten Schloss gesichert war. Holmes untersuchte es und runzelte die Stirn. Ein Zahlenschloss mit 7 Ziffern. Interessant. Watson, geben Sie mir das Notizbuch. Watson reichte ihm das Notizbuch, und Holmes blätterte zu einer Seite, die eine Reihe von Zahlen enthielt. 14 minus 3 und 20 minus 9, minus 7 minus 12, minus 8, 50, das ist, murmelte er. Die Zahlen sind nicht nur ein Code für eine Nachricht, sie sind auch der Schlüssel zu diesem Schloss. Dreht die Zahlenräder des Schlosses mit präziser Sorgfalt, und nach einem Moment ertönte ein leises Klicken. Die Tür schwang auf,
und entfüllte einen kleinen, fensterlosen Raum, gefüllt mit Regalen voller ledergebundener Bücher und versiegelter Akten. In der Mitte stand ein Schreibtisch, auf dem ein einziges Dokument lag, als hätte es jemand absichtlich dort hinterlassen. Holmes trat in den Schreibtisch und nahm das Dokument in die Hand. Es war eine Liste von Namen, Daten und Transaktionen, viele davon mit den Initialen wie L. Apostroph und E. Apostroph Versen, aber auch ein dritter Name, Moriarty, flüsterte Watson, seine Stimme voller Unglauben. Aber das ist unmöglich. Moriarty ist tot. Sie haben ihn im Reichenbach-Fall gesehen. Holmes' Gesicht war wie versteinert. Das dachte ich auch, Watson. Aber dieses Dokument deutet auf etwas anderes hin. Es beschreibt eine Organisation, die weit über Crowley hinausgeht, hinaus die Hanadi von jemandem geleitet wird, der als der Schatten bekannt ist. Und die Initialen Moriarty könnten entweder ein Codename sein oder er hielt inne, seine Augen dunkel vor Sorge, oder jemand hat sein Erbe angetreten. Watson spürte, wie sich sein Magen zusammenzog. Sie meinen, jemand hat Moriartys Netzwerk übernommen? Aber wer? Genau das müssen wir herausfinden, sagte Holmes, während er das Dokument in seine Tasche steckte. Aber dieses Archiv ist nicht sicher. Wenn die Wächter wissen, dass wir hier sind, werden sie nicht erfreut sein. Wie aufs Stichwort ertönte ein leises Geräusch, das Scharren von Stiefeln auf dem Steinboden. Holmes löschte die Taschenlampe. Die beiden drückten sich in die Schatten. Eine Gestalt trat durch die Tür, gekleidet in einen langen schwarzen Mantel, das Gesicht von einer Kapuze verhüllt. Es war nicht der Mann ohne Gesicht, diese Gestalt war größer, ihre Bewegungen bedächtiger. Mr. Holmes, sagte eine Stimme, tief und kalt wie der Nebel draußen. Sie sind ein Mann, der nicht weiß, wann aufhören soll. Holmes trat vor, seine Haltung ruhig, aber wachsam. Und Sie sind einer der Wächter, nehme ich an, oder vielleicht jemand, der für den Schatten arbeitet. Die Gestalt lachte leise. Sie sind klug, Holmes. Wav, der Klugheit allein wird sie nicht retten. Das Dokument, das Sie genommen haben, gehört Ihnen nicht. Geben Sie es zurück, und Sie dürfen gehen. Und wenn ich mich hier weigere, fragte Holmes, seine Stimme scharf. Die Gestalt zog eine Pistole aus ihrem Mantel. Dann wird diese Nacht ihre letzte sein. Watson hob seinen Revolver, doch Holmes legte eine Hand auf seinen Arm. Nicht, Watson. Wir sind hier, Antworten zu finden, nicht zu kämpfen. An die Gestalt gewandt, sagte er, Sie wollen das Dokument. Dann sagen Sie mir, wer der Schatten ist. Wer kontrolliert Crowley? Wer hat Carver entführt? Die Gestalt zögerte. Dann senkte sie die Pistole leicht. Sie verstehen nicht, Holmes. Der Schatten ist kein Mann. Er ist eine Idee, eine Macht, die größer ist, als Sie sich vorstellen können. Lassen Sie das Dokument hier und vergessen Sie, was Sie gesehen haben. Holmes lächelte kalt. Er vergaß nie, was es. Mit einer blitzschnellen Bewegung warf Holmes die Öllampe zu Boden, wo sie zerbarst und Flammen über den Boden leckten. Die Gestalt schrie auf, während Holmes und Watson durch die Tür rannten,
die Flammen hinter ihnen auflodernd. Sie flohen durch die Gänge, das Knistern der Feuers und das Echo von Schritten in ihren Ohren. Als sie das Gebäude verließen und in den Nebel tauchten, kuschte Watson. Holmes, war das wirklich notwendig? Sie haben das Archiv in Brand gesetzt. Ein notwendiges Opfer, sagte Holmes, während das Dokument fester umklammerte. Die Wächter werden uns jagen, aber dieses Dokument ist der Schlüssel zu allem. Es führt uns zum Schatten unserer Wahrheit über Carver. Die Nacht schloss sich sie, und die Flammen des Archivs warfen einen unheimlichen Schein in den Nebel. Holmes wusste, dass sie einen gefährlichen Feind herausgefordert hatten, und dass der Schatten nun wusste, dass sie kamen. Kapitel 9 Verrat in der Baker Street. Der Nebel Londons war ein nettiger Schleier, als Sherlock Holmes und Dr. Watson durch die nächtlichen Straßen hasteten, das gestohlene Dokument aus dem geheimen Archiv sicher in Holmes' Mantel verborgen. Der Brand, den Holmes in der alten Druckerei entfacht hatte, ihre Flucht zu decken, lag hinter ihnen, doch die Hitze der Flammen schien noch in ihren Gedanken zu lodern. Sie wussten, dass die Wächter oder der mysteriöse Schatten, der hinter allem stand, sie nun jagten. Die Baker Street, einst ein Hort der Sicherheit, fühlte sich plötzlich wie ein Ziel an. Sie herrichten die Wohnung 221b in den frühen Morgenstunden, als die ersten grauen Streifen der Dämmerung den Nebel durchbrachen. Mrs. Hudson, geweckt durch ihr hastiges Eintreten, brachte Tee und Sandwiches, doch ihre besorgte Miene verriet, dass sie die Anspannung ihrer Mieter spürte. Holmes, Dr. Watson, was ist geschehen? Fragte sie, während sie die Tasse vor Watson abstellte. Sie sehen aus, als hätten sie den Teufel selbst gesehen. Nicht ganz, Mrs. Hudson, sagte Holmes mit einem müden Lächeln, aber vielleicht etwas ähnlich. Wir brauchen Ruhe und Zeit, dieses Rätsel zu lösen. Bitte sorgen Sie dafür, dass wir nicht gestört werden. Mrs. Hudson nickte und verließ den Raum, doch Watson konnte das Ungutgefühl nicht abschütteln, das ihn seit ihrer Flucht aus dem Archiv begleitet. Holmes, begann während sich in seinen Sessel sinken ließ. Wir haben das Dokument, aber wir haben auch einen Krieg entfesselt. Die Wächter werden nicht ruhen, bis sie es zurückhaben, oder uns. Genau das hoffe ich, Watson, sagte Holmes, während das Dokument auf den Schreibtisch legte und es im Licht der Lampe studierte. Ein Feind, der uns gagt, macht Fehler, und Fehler sind der Schlüssel zur Wahrheit. Das Dokument war eine detaillierte Aufzeichnung von Transaktionen, Besteckungen und geheimen Absprachen, die Aleister Crowley mit einer Vielzahl von einflussreichen Persönlichkeiten in London verband. Doch der Name Moriarty tauchte immer wieder auf, nicht als Individuum, sondern als Codename für eine Organisation, eine Macht, die Crowley und andere wie Marionetten steuerte. Holmes' Augen verengten sich, als eine Liste von Initialen durchging. Sehen Sie hier, Watson, sagte die Initialen R.H. tauschen mehrfach auf, immer in Verbindung mit Geldern, die an das Gerichtsgebäude flossen. Reginald Harrow, der Staatsanwalt, könnte tiefer in dieser Sache stecken, als wir dachten. Harrow? Fragte Watson, ungläubig. Aber war es, der Carver schützen sollte.
Wenn involviert ist, erklärt das, wie Carver so leicht entführt werden konnte. Genau, sagte Holmes. Aber wir brauchen Beweise, keine Vermutungen. Dieses Dokument ist ein Anfang, aber wir müssen, ein ohrenbetäubender Knall unterbrach ihn. Die Fenster der Baker Street erzitterten und das Geräusch von splitterndem Holz holte durch die Wohnung. Watson sprang auf, seinen Revolver in der Hand, während Holmes zur Tür stürzte. Bleiben Sie zurück, Watson, rief er, doch es war zu spät. Die Tür flog auf, und drei maskierte Gestalten stürmten herein. Ihre Klingen glänzten im schwachen Licht. Holmes, schrie Watson, als auf die Angreifer zielte. Ein Schuss krachte, und einer der Männer fiel, doch die anderen waren schnell, zu schnell. Holmes packte eine schwere Bronzestatue vom Kaminsims und schleuderte sie auf den zweiten Angreifer, der mit einem Schmerzensschrei zu Boden ging. Der dritte Mann, größer und kräftiger, stürzte sich auf Holmes, sein Messer zielte auf dessen Brust. Watson reagierte instinktiv, sprang vor und rammte den Angreifer mit der Schulter. Der Mann taumelte, und Holmes nutzte die Gelegenheit, ihm einen präzisen Schlag gegen die Schläfe zu versetzen, der ihn bewusstlos zu Boden schickte. Die plötzliche Stille war ohrenbetäubend, nur durchbrochen von Watsons schwerem Atem und dem leisen Wimmern von Mrs. Hudson, die in der Tür erschien. Um Himmels willen, rief sie, was ist hier los? Und versucht, uns zu Schweigen zu bringen, sagte Holmes ruhig, während die Masken der Angreifer herunterriss. Die Gesichter waren unbekannt, Söldner vermutlich angeheuert für diesen einen Job. Doch einer von ihnen trug ein kleines Medaillon, graviert mit einem Symbol, das Holmes sofort erkannte, ein stilisiertes M, identisch mit einem Zeichen im Notizbuch. Moriarty, murmelte Watson, Sie sind uns einen Schritt voraus. Nicht ganz, sagte Holmes, während das Medaillon in seine Tasche steckt. Aber dieser Angriff bestätigt, dass wir auf dem richtigen Weg sind. Sie sind verzweifelt, Watson. Und Verzweiflung führt zu Fehlern. Mrs. Hudson, immer noch zitternd, brach ein Seil, mit dem sie die Bewusstlosen Angreifer fesselten. Holmes durchsuchte ihre Taschen und fand ein kleines Stück Papier, auf dem eine Adresse notiert war: 12 Blackthorn Lane. Interessant, sagte Holmes. Das ist keine Adresse, die ich kenne, aber es ist ein weiterer Hinweis. In weiteres Klopfen in der Tür ließ sie innehalten. Watson hob seinen Revolver, doch Holmes schüttelte den Kopf. Das ist kein Angreifer, sagte er. Das ist jemand, den wir kennen. Die Tür öffnet sich langsam, und Inspektor Lestrade trat ein, sein Gesicht bleich vor Schreck, als die gefesselten Männer auf dem Boden sah. Holmes, Watson, was zum Teufel ist hier passiert? Ich hab Schrei gehört und bin sofort hergekommen. Holmes mustert, Lestrade scharf, seine Augen suchten nach jedem Anzeichen von Verrat. Inspektor, Ihre Ankunft ist bemerkenswert zeitnah. Sagen Sie mir, wussten Sie, dass wir heute Nacht angegriffen werden würden? Lestrade blinzelte, sichtlich empört. Was? Holmes, ich bin hier, um Ihnen zu helfen. Ich habe gerade erfahren, dass Carver im Krankenhaus aufgewacht ist.
aber redet wirres Zeug. Spricht von einem Schattensee und einem Weret im Inneren sit. Holmes est mine verhärtete sich, verrat im Inneren, wiederholte das erklärt einiges. Watson, wir müssen unser engsten Verbündeten hinterfragen, selbst die, denen wir vertrauen. Watson starrte ihn in die Hede. Sie meinen Lestrade oder Harrow. Holmes, wenn wir niemandem trauen können, wie sollen wir diesen Fall lösen? Mit Logik und Vorsicht, sagte Holmes. Und mit der Wahrheit, die in diesem Dokument liegt. Lestrade, sorgen Sie dafür, dass diese Männer in Gewahrsam kommen. Aber sagen Sie niemandem, wo wir sind. Niemand verstanden. Lestrade nickte, obwohl Sir Sickles schwer ärgert war. In Ordnung, Holmes. Aber ich hoffe, Sie wissen, was Sie tun. Als Lestrade die Angreifer abführte, wandte sich Holmes an Watson. Die Baker Street ist nicht mehr sicher, Watson. Wir müssen uns bewegen, und wir müssen schnell sein. Die Adresse in Blackthorn Lane ist unser nächster Spur, und ich habe das Gefühl, dass sie uns direkt zum Schatten führen wird. Die Nacht war noch nicht zu Ende, und die Schatten der Baker Street schienen dunkler denn je. Holmes wusste, dass der Wert näher war, als gedacht hatte, und dass die Wahrheit einen hohen Preis fordern würde. Kapitel 10. Die Enthüllung des Zeugen. Die Straßen Londons lagen still unter dem grauen Schleier der Morgendämmerung, als Sherlock Holmes und Dr. Watson durch die Stadt eilten, ihre Schritte gedämpft durch den verblassenden Nebel. Die Adresse in Blackthorn Lane, die sie in der Tasche eines der Angreifer gefunden hatten, war ihre nächste Spur, ein Hinweis, der sie hoffentlich näher in den mysteriösen Schatten heranführen würde. Die Baker Street war nicht mehr sicher, und die Gewissheit, dass Verrat in ihrer Nähe lauerte, machte jeden Schritt schwerer. Blackthorn Lane war eine schmale, düstere Straße in einem heruntergekommenen Viertel nahe der Thames, wo die Gebäude sich wie müde Riesen aneinander lehnten. Nummer 12 war ein unscheinbares Haus, dessen Fassade von Ruß und Vernachlässigung gezeichnet war. Die Fenster waren dunkel, doch ein schwacher Lichtschein drang durch die Ritzen eines schlecht vernagelten Fensterladens. Holmes flüsterte Watson, während die Hand in seinem Revolver hielt. Das fühlt sich wie eine Falle an. Nach dem Angriff in der Baker Street können wir niemandem trauen. Genau deshalb sind wir hier, Watson, antwortete Holmes, seine Augen auf das Haus gerichtet. Eine Fall wäret ebenso viel wie eine Spur. Wer auch immer uns hierher gelockt hat, werdet uns, und ich beabsichtige, herauszufinden. Holmes untersuchte die Tür und fand sie unverschlossen, ein Detail, das seine Augenbrauen hochziehen ließ. Entweder sind sie sehr nachlässig, murmelte er, oder sie wollen, dass wir eintreten. Mit einer schnellen Bewegung öffnet er die Tür, und die beiden schlüpfen hinein. Das Innere des Hauses war ein Chaos aus zerbrochenem Mobiliar und verstaubten Papieren. Der Geruch von Motor und altem Tabak hing in der Luft, und die Dielen knarrten unter ihren Schritten. Holmes' Taschenlampe schnitt durch die Dunkelheit, als sie einen schmalen Flur entlang gingen, der zu einer Treppe führte, in den Keller hinabführte. Warum immer Keller? Brummte Watson, während Holmes folgte. Können diese Schurken nicht einmal in einem gut beleuchteten Salon operieren?
Holmes lächelte dünn. Die Dunkelheit ist ihr Verbündeter, Watson, aber sie wird auch der unsere sein. Im Fuß der Treppe öffnet sich ein kleiner Raum, der mit Kisten und alten Fässern vollgestapelt war. In der Mitte des Raums, gefesselt in einen Stuhl, saß Elias Carver, oder zumindest ein Mann, der ihm ähnelte. Sein Gesicht war bleich, seine Kleidung zerrissen, doch seine Augen brannten mit einer Intensität, die Watson überraschte. Neben ihm stand eine Gestalt in einem dunklen Mantel, das Gesicht von einer Kapuze verhüllt, der Mann ohne Gesicht. Mr. Holmes, sagte der Gestalt, ihre Stimme tief und kalt, Sie sind pünktlich wie immer. Holmes trat vor, seine Haltung entspannt, aber seine Augen wachsam. Und Sie sind der Mann ohne Gesicht, oder vielleicht doch nicht. Ihre Stimme ist mir vertraut, aber kann sie nicht einordnen. Enthüllen Sie sich und lassen Sie uns dieses Spiel beenden. Die Gestalt lacht leise. Kein Spiel, Holmes, eine Notwendigkeit, aber ich bin nicht Ihr Feind, nicht heute. Mit einer langsamen Bewegung zog die Gestalt die Kapuze zurück, und Watson guckte auf. Es war Reginald Harrow, der Staatsanwalt, der angeblich Carver beschützen sollte. Harrow? Rief Watson. Sie sind der Mann ohne Gesicht? Harrow nickte, sein Gesicht müde, darin schossen. Ich hatte keine Wahl, Watson. Carver wusste zu viel, nicht nur über Crowley, sondern über den Schatten. Ich hab ihn entführt, ihn zu schützen, nicht ihn zu töten. Holmes späht Augen während sie schüchten, indem sie in einer Druckerei niederstecken und in einem Keller gefesselt halten. Ihre Methoden sind fragwürdig, Harrow. Harrow seufzte schwer. Ich weiß, wie das aussieht. Aber der Schatten hat Agentin überall. In Scotland Yard im Gerichtsgebäude, sogar in ihrer geliebten Baker Street. Ich konnte niemandem trauen. Ich musste Carver aus dem Spiel nehmen, bis ich sicher war, dass sie die Wahrheit finden würden. Carver, der bisher geschwiegen hatte, sprach nun, seine Stimme schwach, aber klar. Holmes, sagt die Wahrheit. Harrow hat mich gerettet. Der Schatten, wollte mich tot sehen, weil ich weiß, wer ist. Und wer ist er? Fragte Holmes scharf. Geben Sie mir einen Namen, Carver. Carver zögerte. Seine Augen huschten nervös. Harrow. Es ist nicht nur ein Mann. Es ist ein Netzwerk. Moriarty ist der Codename, aber der wahre Kopf ist jemand, den Sie kennen, Holmes. Jemand, der Ihnen nahe stand. Holmes' Miene versteinert. Mycroft, fragte seine Stimme kaum hörbar. Carver schüttelte den Kopf. Nein, nicht Ihr Bruder, aber jemand aus Ihrer Vergangenheit. Jemand, der den Reichenbach-Fall überlebt hat. Watson spürte, wie sein Herz schneller schlug. Moriarty selbst. Aber das ist unmöglich. Holmes, Sie haben gesehen, wie fiel. Holmes schwieg. Seine Gedanken rasten. Nichts ist unmöglich, Watson, sagte schließlich. Aber wir brauchen Beweise. Harrow, warum haben Sie uns das Notizbuch gegeben? Warum dieses Theater? Harrow trat einen Schritt näher. Weil Sie der Einzige sind, der den Schatten stoppen kann. Holmes,
Das Notizbuch enthält genug, sein Netzwerk zu entlarven, aber nur, wenn sie es entschlüsseln. Ich hab Carver hierher gebracht, ihn zu schützen, bis sie bereit sind. Breit, fragte Watson. Breit Warfare. Für den Krieg, sagte Harry Lays. Der Schatten weiß, dass sie kommen. Der Angriff in der Baker Street war nur der Anfang. Sie müssen jetzt handeln. Holmes, oder alles ist verloren. In Lauts Kraken von oben unterbrach die Unterhaltung. Staub rieselte von der Decke, und das Geräusch schwerer Stiefel hallte durch das Haus. Sie haben uns gefunden, flüsterte Harrow, während eine Pistole zog. Holmes, nehmen Sie Carver und verschwinden Sie durch den Hinterausgang. Ich halte Sie auf. Harrow, Sie König, begann Watson, doch Holmes unterbrach ihn. Keine Zeit, Watson. Befreien Sie Carver. Wer gehen? Während Watson die Fesseln löste, hörte das Kraken von Schüssen und Schreie von oben. Holmes führte sie durch einen schmalen Gang, der zu einer versteckten Tür führte, die in eine Gasse mündete. Carver stolperte, aber Watson stützte ihn, während sie in den Nebel flohen. Holmes, quietschte Watson, wenn Harrow die Wahrheit sagt, dann ist der Schatten jemand aus ihrer Vergangenheit. Aber wer? Und warum jetzt? Holmes' Gesicht war grimmig. Seine Augen funkelten vor Entschlossenheit. Das werden wir herausfinden, Watson. Aber eines ist sicher. Der Schatten hat uns unterschätzt, und es wird sein Untergang sein. Die Gasse schloss sich sie, und die Geräusche des Kampfes verblassten in der Ferne. Carver war enthüllt, doch die Wahrheit war noch immer in Schatten gehüllt. Und Holmes wusste, dass die nächste Spur sie direkt ins Herz der Intrige führen würde. Kapitel 11. Das Netz der Intrigen. Der Nebel Londons war ein trügerischer Verbündeter, als Sherlock Holmes und Dr. Watson den verletzten Elias Carver durch die Gassen von Blackthorn Lane schleppten. Die Schüsse und Schreie aus dem Haus, in dem Reginald Harrow zurückgeblieben war, ihre Flucht zu decken, hallten noch in ihren Ohren nach. Carver war schwach, sein Gesicht bleich vor Schmerz, doch seine Augen brannten mit einer Mischung aus Angst und Entschlossenheit. Das Dokument aus dem geheimen Archiv, sicher in Holmes' Mantel verborgen, war ein Pulverfass, das die Macht hatte, das Netzwerk des Schattens zu sprengen, wenn sie lange genug überlebten, es zu entschlüsseln. Holmes quietschte Watson, während Carver stützte. Wir können ihn nicht ewig so tragen. Wir brauchen einen sicheren Ort. Und wir müssen herausfinden, wem wir noch trauen können. Harrow, wenn die Wahrheit sagt, denn ist selbst Scotland Yard nicht sicher. Holmes' Gesicht war eine Maske aus Konzentration. Seine Augen suchten die Gassen nach Anzeichen von Verfolgern. Vertrauen ist ein Luxus, den wir uns im Moment nicht leisten können, Watson, aber wir haben Carver, und wir haben das Dokument. Das ist mehr, als der Schatten erwartet hat. Unser nächster Schritt ist, das Netzwerk zu entlarven, bevor sie uns finden. Sie erreichten eine kleine, verlassene Kapelle am Rande des Viertels, deren Türen halb verrottet und unverschlossen waren. Im Inneren war es kalt und still. Das schwache Licht der Morgendämmerung fiel durch zerbrochene Buntglasfenster und malte farbige Muster auf den staubigen Boden. Watson legte Carver vorsichtig auf eine Bank, während Holmes die Umgebung absuchte,
sicherzustellen, dass sie allein waren. Mr. Carver, begann Holmes, während sich neben den Verletzten nied. Sie sagten, der Schatten sei ein Netzwerk, geleitet von jemandem, den ich kenne. Sie erwähnten Moriarty oder jemanden, der sein Erbe angetreten hat. Ich brauche einen Namen. Jetzt. Carver hustet. Blut tropft von seinen Lippen, doch nickte schwach. Es ist nicht Moriarty selbst. Ist tot, das weiß ich, aber sein Netzwerk, es lebt weiter. Der Schatten ist ein Mann, der Moriartys Methoden übernommen hat. Sein Name ist Sebastian Moran. Watson guckte auf Moran, Moriartys rechte Hand. Aber wurde nach dem Reichenbach-Fall verhaftet. Holmes' Augen verengten sich. Seine Miene wurde eisig. Das dachte ich auch, Watson. Doch die Beweise deuten darauf hin, dass Moran entkomme ist oder freigelassen wurde. Das Dokument nennt ihn nicht direkt, aber die Initialen tauschen immer wieder auf, in Verbindung mit Transaktionen, die Crowley und andere Verbrecher böse steuern. Moran war immer ein Meister der Täuschung. Wenn der Schatten ist, erklärt das, warum dieses Netzwerk so schwer zu fassen ist. Carver nickte, seine Stimme war kaum hörbar. Moran, ihr hat Crowley benutzt, sein Make zu verbergen. Ich war sein Buchhalter, aber ich hab zu viel gesehen. Das Notizbuch. Es enthält die Namen seiner Agenten, die Orte, in denen sie sich treffen, die Summen, die sie bewegen. Wenn sie es entschlüsseln, können sie ihn stürzen. Holmes zog das Dokument aus seiner Tasche und blätterte es durch. Seine Finger bewegten sich mit präziser Eile. Die Codes sind komplex, aber nicht unknackbar. Moran war immer ein Mann der Ordnung. Seine Verschlüsselung wird logisch sein, wenn auch verschlungen. Watson, wir brauchen einen Ort, in dem wir ungestört arbeiten können. Die Kapelle ist nur ein vorübergehender Unterschlupf. Aber Warden? Fragte Watson. Die Baker Street ist kompromittiert, Scotland Yard ist unsicher, und wenn Moran so mächtig ist, wie Carver sagt, hat Augen überall. Holmes dachte einen Moment nach, dann blitzte ein Funke in seinen Augen auf. Es gibt einen Ort, die alte Wohnung meines Bruders, Mycroft in Pall Mall. Sie ist leer, seit sich mehr seiner Regierungsarbeit widmet, aber sie ist sicher und gut verborgen. Wir werden dort hingehen. Mycroft? Fragte Watson skeptisch. Sind Sie sicher, dass wir ihm trauen können? Carver sagte, der Schatten sei jemand, den Sie kennen. Holmes setzt Miene verhärte sie. Mycroft ist viele Dinge, Watson aber kein Verräter. Ist der einzige Mann, dem ich in dieser Sache vertraue. En oder balstem du mij quasi, with der balstun Mons zu stoppen. Sie halfen Carver auf die Beine und machten sich auf den Weg nach Pall Mall, die Straßen noch immer in den Schleier des frühen Morgens gehüllt. Die Wohnung, die Mycroft einst genutzt hatte, war ein unauffälliges Gebäude, versteckt hinter einer Fassade aus grauem Stein. Holmes führte sie durch einen Seiteneingang, der mit einem komplizierten Schloss gesichert war, das mit Leichtigkeit öffnet. Im Inneren war die Wohnung spartanisch und funktional, ein Schreibtisch, ein paar Stühle und Regale voller Bücher und Karten. Watson legte Carver auf ein Sofa
während Holmes sofort begann, das Dokument auf dem Schreibtisch auszubreiten. Watson, halten Sie wach, ich werde den Code knacken. Carver, wenn Sie noch etwas wissen, das uns helfen kann, ist jetzt der Moment, es zu sagen. Carver nickte schwach. Moran, der hat ein Treffen geplant. Morgen Nacht in einem alten Lagerhaus in Wapping. Die Adresse ist im Notizbuch verschlüsselt. En Nav in Wive, thirsty. Finden, es ist seine letzte Chance, die Beweise gegen ihn zu zerstören. Holmes nickte, seine Finger flogen über die Seiten des Dokuments. Dann haben wir weniger als 24 Stunden. Watson, wir müssen bereit sein. Wenn Moran dort ist, wird er nicht allein sein. In leises Klopfen, und der Tür ließ Watson zusammenzucken. Zog seinen Revolver, der Holmes hob die Hand. Das ist Mycroft, sagte er ruhig. Nur er kennt diesen Ort. Die Tür öffnet sich und Mycroft Holmes trat ein. Seine massige Gestalt füllte den Raum. Sein Gesicht war wie immer undurchdringlich, doch seine Augen musterten die Szene mit scharfer Intelligenz. Sherlock, begann er, du hast eine bemerkenswerte Fähigkeit, dich in Schwierigkeiten zu bringen. Wer ist dieser Mann? Und warum bringst du ihn in meine alte Wohnung? Mycroft, sagte Holmes, ohne vom Dokument aufzublicken, dies ist Elias Carver, der Zeuge gegen Aleister Crowley. Aber Crowley ist nur ein Bauer in einem größeren Spiel, geleitet von Sebastian Moran. Wir haben Beweise, die sein Netzwerk entlarven können, aber wir brauchen deine Hilfe. Mycroft hob eine Augenbrau. Moran, das ist eine schwerwiegende Behauptung. Sherlock, ist das du sei inhaftiert? Offenbar nicht, sagte Holmes. Und wenn ich recht hab, ist er gefährlicher als je zuvor. Mycroft, ich brauche Zugang zu deinen Kontakten im Geheimdienst. Wir müssen wissen, wer Morans Agenten sind und wo sie operieren. Mycroft nickte langsam. Ich werde sehen, was ich tun kann, aber sei gewarnt. Sherlock, wenn Moran tatsächlich zurück ist, wirst du mehr als nur Logik brauchen, ihn zu besiegen. Die Stunden vergingen, während Holmes den Code entschlüsselte, unterstützt von Mycrofts scharfsinnigem Verstand. Watson hielt Wache, seine Nerven angespannt, während Carver in einen unruhigen Schlaf fiel. Das Netz der Intrigen wurde immer klarer, doch mit jeder enthüllten Wahrheit wuchs die Gefahr. Moran war kein gewöhnlicher Gegner, er war ein Geist aus der Vergangenheit, und Holmes wusste, dass der nächste Zug entscheidend sein würde. Kapitel 12 Der letzte Schlag. Die Luft in Mycroft Holmes' versteckter Wohnung in Pall Mall war schwer von Anspannung, als die Stunden bis zum Mitternachtstreffen in Wapping verstrichen. Sherlock Holmes saß über dem entschlüsselten Dokument, seine Finger glitten über die Seiten, die nun die wahre Reichweite von Sebastian Morans Netzwerk offenbarten. Elias Carver, immer noch geschwächt von seinen Verletzungen, ruhte auf dem Sofa, während Dr. Watson am Fenster Wache hielt, seinen Revolver griffbereit. Mycroft, dessen Präsenz eine seltsame Mischung aus Autorität und Besorgnis ausstrahlte, stand am Kamin und studierte eine Karte von Londons Docks. Sherlock, begann Mycroft, seine Stimme ruhig, aber bestimmt, wenn Moran tatsächlich dieses Treffen in Wapping organisiert hat, wird er vorbereitet sein. Er ist kein Mann, der Fehler macht. Dein Plan,
ihn in eine Falle zu locken, ist riskant, vielleicht zu riskant. Holmes blickte auf. Seine Augen funkelten vor Entschlossenheit. Risiko ist der Preis der Wahrheit. Mycroft. Moran glaubt, hat die Kontrolle. Aber das Dokument gibt uns einen Vorteil. Wir wissen, wo sein wird. Und wir wissen, dass die Beweise gegen ihn vernichten will. Das ist unsere Chance. Watson drehte sich vom Fenster weg, seine Miene skeptisch. Holmes, wir sind nur zu dritt. Vier, wenn wir Carver mitzählen, was wir nicht sollten, angesichts seines Zustands. Moran wird nicht allein kommen. Hat ein Netzwerk, Agenten, Söldner. Wie sollen wir ihn überwältigen? Holmes lächelt, in kaltes, berechnendes Lächeln. Wir überwältigen ihn nicht, Watson. Wir überlassen ihn. Moran erwartet, dass wir mit roher Gewalt kommen, für wie Lestrade es tun würde. Aber wir werden subtiler vorgehen. Ich habe einen Plan, und hängt von einem einzigen entscheidenden Schachzug ab. Holmes sagt die Karte zu sich heran und deute auf ein altes Lagerhaus in Wapping, das in Carvers Notizbuch als Treffpunkt genannt wurde. Dieses Lagerhaus ist Morans Operationsbasis. Laut dem Dokument lagern dort die letzten Beweise, Kontobücher, Verträge, Briefe, die sein Netzwerk mit den höchsten Kreisen Londons verbinden. Wenn wir diese Beweise sichern, können wir ihn entlarven, aber wir müssen ihn glauben lassen, dass die Oberhand hat. Und wie machen wir das? Fragte Watson, während Carver einen besorgten Blick zuwarf. Weiß, dass wir das Dokument haben. Weiß, dass wir Carver haben. Genau deshalb, sagte Holmes, werden wir ihm geben, was will, oder zumindest den Anschein davon. Wir werden Carver als Coder benutzen. Carver, der die Unterhaltung mit ihr gehört hatte, richtete sich mühsam auf. Coder? Kriegste Holmes, ich bin kein Bauer, den Sie opfern können. Wenn Moran mich in die Finger bekommt, bin ich tot. Holmes hob eine Hand, ihn zu beruhigen. Niemand opfert Sie, Mr. Carver. Sie werden unter unserer Aufsicht stehen. Aber Moran muss glauben, dass Sie zurückbekommen hat. Wir werden ihn in dem Glauben lassen, dass wir das Dokument gegen ihre Sicherheit eintauschen wollen. Das wird ihn aus der Reserve locken. Mycroft Runzel, die Stern. Das ist ein gefährliches Spiel, Sherlock. Wenn etwas schief geht, verlierst du alles. Carver, das Dokument und vielleicht mehr. Dann sorgen wir dafür, dass nichts schief geht, sagte Holmes. Mycroft, ich brauche deine Kontakte, um eine kleine Ablenkung zu schaffen. Genug, um Morans Männer zu beschäftigen, während wir ins Lagerhaus gelangen. Und wir brauchen Verstärkung, aber nicht von Scotland Yard. Nicht von Scotland Yard? Fragte Watson. Wem können wir dann trauen? Holmes' Augen blitzten. Den Irregulars. Wiggins und seine Bande kennen die Straßen Londons besser als jeder Polizist. Sie werden unsere Augen und Ohren sein. Die Vorbereitungen begannen sofort. Mycroft verließ die Wohnung, seine Kontakte zu mobilisieren, während Holmes einen Boten zu Wiggins schickte, dem Anführer der Baker Street Irregulars. Carver wurde mit frischen Verbänden versorgt, und Watson stellte sicher, dass stark genug war, die Nacht zu überstehen.
Als die Dämmerung in Dunkelheit überging, machten sie sich auf den Weg nach Wapping, das Herz der Oper schien. Das Lagerhaus war ein monströses Gebäude, dessen rostig Eisentor und zerbrochene Fenster eine düstere Atmosphäre verströmten. Der Geruch von Salzwasser und Tier lag schwer in der Luft, und das ferne Plätschern der Thames war das einzige Geräusch in der Stille. Wiggins und seine Irregulars, ein Dutzend Straßenkinder mit scharfen Augen und schnellen Füßen, hatten sich bereits in den Schatten verteilt, bereit, jede Bewegung zu melden. Holmes, Watson und Carver näherten sie, dem Haupteingang, wo zwei bewaffnet Wachen standen. Holmes trat vor, seine Haltung ruhig, aber autoritär. Sagen Sie, Ihrem Herrn, dass Sherlock Holmes hier ist, rief er. Wir haben Elias Carver und das Dokument. Wir wollen verhandeln. Die Wachen warfen sich einen Blick zu, dann verschwand einer im Inneren. Nach einem angespannten Moment öffnete sich das Tor, und eine Gestalt trat heraus, groß, muskulös, mit kalten Augen und einem Gesicht, das Holmes sofort erkannte: Sebastian Moran. Holmes, sagte Moran, seine Stimme glatt wie Seide, aber mit einer tödlichen Schärfe. Ich hätte wissen müssen, dass Sie es sind. Sie und Ihr treuer Hund, Watson. Geben Sie mir Carver und das Dokument, und ich lasse Sie leben. Sie wissen, dass ich nicht hier bin, um zu kapitulieren, Moran, aber ich bin bereit, ihr modernen Handel anzubieten. Carver und das Dokument gegen die Wahrheit. Wer ist der Schatten? Wer zieht wirklich die Fäden? Moran lacht in harsches, freudloses Geräusch. Sie denken, Sie können mich austricksen? Der Schatten bin ich, Holmes. Crowley war ein nützliches Werkzeug, aber ich bin derjenige, der dieses Netzwerk aufgebaut hat, und Sie sind zu spät. In diesem Moment ertönte ein ohrenbetäubender Knall, als eine Explosion der Rückseite des Lagerhauses erschütterte Mycrofts Ablenkung genau nach Plan. Die Wachen schrien auf, und Morans Männer stürmten in Richtung der Flammen, die in den Nachthimmel loderten. Holmes nutzte den Moment, packte Carver und zog Watson in das Lagerhaus. Im Inneren war das Chaos ausgebrochen. Morans Männer rannten durcheinander, während die Irregulars durch versteckte Eingänge, Schlupfen und Kisten mit Beweisen sicherten. Holmes führte Watson und Carver zu einem Büro im oberen Stockwerk, wo ein Safe stand, der Ort, in dem Moran die wichtigsten Dokumente aufbewahrte. Watson, bewachen Sie Carver, sagte Holmes, während er sich in den Safe machte. Doch, bevor Holmes den Safe öffnen konnte, ertönte Morans Stimme hinter ihnen. Sie sind ein Narr, Holmes, sagte er, eine Pistole in der Hand. Sie denken, Sie haben gewonnen? Dieses Lagerhaus ist eine Falle, und Sie sind direkt hineingelaufen. Watson hob seinen Revolver, doch Holmes schüttelte den Kopf. Nicht, Watson, Moran, wenn Sie mich töten, wird Mycroft Ihr Netzwerk zerstören. Die Beweise sind bereits in seinen Händen. Moran zögerte, seine Augen flackerten vor Unsicherheit. In diesem Moment stürzte Wiggins durch eine Seitentür, gefolgt von seinen Irregulars, die Morans Männer überwältigt hatten. Holmes nutzte die Ablenkung, um den Safe zu öffnen, und zog einen Stapel Dokumente heraus,
Die endgültigen Beweise gegen Morans Netzwerk. Ist es vorbei, Moran? Sagte Holmes, während die Dokumente in die Luft hielt. Moran nerd. Doch bevor abdrücken konnte, stürzte sich Watson auf ihn, und die beiden gingen zu Boden. Die Irregulars überwältigten Morans verbliebene Wachen, und das Lagerhaus fiel in ihre Hände, als die Polizei, angeführt von einem widerwilligen Lestrade, eintraf, war Moran gefesselt, und die Beweise waren gesichert. Doch Holmeses Gesicht war nicht triumphierend, es war nachdenklich. Das war zu einfach, murmelte Ohr. Moran ist nicht der Schatten, ist nur eine weitere Marionette. Watson starrte ihn an. Whether where Dan, Holmes? Where's der wahre Drahtzieher? Holmes' Augen verdunkelten sie. Das werden wir bald herausfinden, Watson. Aber zuerst müssen wir Carver in Sicherheit bringen und die letzte Wahrheit enthüllen. Die Nacht war noch nicht zu Ende, und das Netz der Intrigen war dichter, als sie gedacht hatten. Der letzte Schlag war geschlagen, aber die wahre Enthüllung stand noch bevor. Kapitel 13, der geheime Zeuge, enthüllt. Die Morgendämmerung brach über London. Hierin ein fahles Licht, das den Nebel durchdrang, und die Thames in ein silbernes Glitzern, Taustern taucht. In Mycroft Holmes' versteckter Wohnung in Pall Mall herrschte eine angespannte Stille, während Sherlock Holmes, Dr. Watson und Alias Carver sich von den Ereignissen der Nacht erholten. Sebastian Moran war gefasst, die Beweise gegen sein Netzwerk gesichert. Doch Holmes' Mien war nicht von Triumph gezeichnet. Seine Augen waren nachdenklich, seine Finger trommelten unruhig auf den Schreibtisch, auf dem das entschlüsselte Dokument und Carvers Notizbuch lagen. Der Fall war noch nicht vorbei. Der wahre Schatten war noch immer verborgen, und Holmes wusste, dass die letzte Enthüllung bevorstand. Holmes, begann Watson, während Carver einen Becher-Tee reichte, wir haben Moran, wir haben die Beweise. Warum sind Sie so unzufrieden? Wir haben gewonnen, oder? Holmes schüttelte den Kopf, seine Stimme leise, aber scharf. Wir haben eine Schlacht gewonnen, Watson, aber nicht den Krieg. Moran war so leicht zu fassen. War ein Meisterstreck, Moriartys rechte Hand, und da hat Fehler gemacht, die selbst ein Anfänger vermieden hätte. Jemand wollte, dass wir ihn finden. Jemand wollte, dass wir glauben, der Fall sei gelöst. Carver, der inzwischen etwas Farbe ins Gesicht bekommen hatte, nickte langsam. Holmes hat recht. Moran war nicht Schatten. War ein Werkzeug. Ein wichtiges, aber dennoch ein Werkzeug. Der wahre Schatten. Ist näher, als Sie denken. Holmeses Blick richtete sich auf Carver, seine Augen bohrend. Sie wissen, wer ist, nicht wahr, Carver? Sie haben es die ganze Zeit gewusst. Deshalb das Notizbuch, die verschlüsselten Nachrichten, die Flucht. Sagen Sie mir die Wahrheit. Jetzt. Carver schluckte schwer, seine Hände zitterten, als den Becher abstellte. Ich wollte es Ihnen sagen, aber ich hatte Angst. Der Schatten ist nicht nur ein Mann, ist ein Netzwerk, aber es gibt einen Kopf, einen Mann, der alles steuert. Sein Name ist Reginald Harrow. Watson guckte auf, seine Hand griff instinktiv
nach seinem Revolver. Harrow, aber hat sie gerät. War der Mann ohne Gesicht, der uns das Notizbuch gegeben hat. Holmeses Gesicht blieb unbewegt, doch ein Funkeln in seinen Augen verriet, dass nicht überrascht war. Genau deshalb, Watson. Harrow war so perfekt, so bereit, uns zu helfen. Hat uns das Notizbuch gegeben, uns zu Carver geführt, uns in die Falle in Wapping gelockt. Alles war ein sorgfältig inszeniertes Schauspiel, uns von der Wahrheit abzulenken. Carver nickte. Sein Stimme, Sitter, Harrow war Moriartys stiller Partner, schon vor dem reichen Backfall. Hat im Verborgenen gearbeitet, während Morin die Drecksarbeit erledigte. Als Moriarty fiel, übernahm Harrow das Netzwerk. Benutzt Crowley, Morin sogar mich, seine Macht zu sichern. Das Notizbuch, es war meine Versicherung. Ich wusste, wenn ich es ihnen gebe, würden sie die Wahrheit finden. Watson starrt Holmes in seinen Gedanken rasten. Aber warum hat Harrow uns geholfen? Warum uns das Notizbuch geben, wenn es ihn entlarven könnte? Holmes lächelte kalt, weil uns kontrollieren wollte. Watson, wusste, dass wir Moran fassen würden, und wollte, dass wir glauben, der Fall sei gelöst. Aber hat einen Fehler gemacht. Hat uns unterschätzt. Das Dokument aus dem Archiv enthält eine letzte verschlüsselte Nachricht, die ich erst heute Morgen entschlüsselt habe. Holmes zog das Dokument hervor und zeigte eine Seite, auf der eine Reihe von Zahlen und Buchstaben stand. Es ist eine Liste von Treffen, die Harrow selbst organisiert hat. Und davon findet heute Morgen statt, in einer Stunde im Gerichtsgebäude. Harrow plant, die letzten Beweise gegen sich zu vernichten, bevor der Prozess gegen Crowley beginnt. Watson sprang auf. Dann müssen wir ihn aufhalten. Holmes, wir müssen sofort los. Nicht so hastig, Watson, sagte Holmes. Harrow ist schlau, wird Wachen haben. Agenten, vielleicht sogar Mycrofts Kontakte kompromittiert. Wir brauchen einen Plan und wir brauchen Verstärkung. Den Klopfen in der Tür ließ Watson zusammenzucken, doch Holmes lächelte. Das wird unsere Verstärkung sein. Öffnete die Tür und Wiggins, der Anführer der Baker Street Irregulars, trat ein, gefolgt von einer kleinen Gruppe seiner Straßenkinder, deren Augen vor Aufregung glänzten. Mr. Holmes, sagte Wiggins, wir haben das Gerichtsgebäude beobachtet, wie Sie gesagt haben. Harrow ist da, mit ein paar Männern. Sie sehen nervös aus, als ob sie was vorhaben. Holmes nickte. Ausgezeichnet, Wiggins. Ihr werdet unser Augen und Ohren sein. Watson, Carver. Wir gehen. Aber wir müssen vorsichtig sein. Harrow wird verzweifelt sein. Und ein verzweifelter Mann ist gefährlich. Die Gruppe machte sich auf den Weg zum Gerichtsgebäude, das im Morgenlicht wie ein grauer Monolith aufragte. Der Nebel hatte sich gelichtet, doch die Atmosphäre war schwer von Erwartung. Holmes führte sie durch einen Seiteneingang, den Wiggins Irregulars entdeckt hatten, und sie schlichen durch die leeren Gänge des Gebäudes, ihre Schritte gedämpft auf dem Marmorboden. Im Büro des Staatsanwalts fanden sie Harrow, der über einen Stapel Papiere gebeugt war, ein Feuer im Kamin lodert.
bereit, die Beweise zu vernichten. Als Holmes eintrat, fuhr Harrow herum, seine Augen weit vor Schock. Holmes, wie, wie haben Sie das gewusst? Sie waren zu eifrig, Harrow, sagte Holmes, seine Stimme kalt. Das Notizbuch, die Hinweise, die falschen Fährten, alles führte zu Ihnen. Sie dachten, Sie könnten uns manipulieren, aber Sie haben einen Fehler gemacht. Sie haben die Wahrheit nicht vollständig zerstören können. Harrow zog eine Pistole, doch bevor abdrücken konnte, stürzten Wiggins und seine Irregulars durch die Tür. Ihre kleinen Gestalten überwältigten Harrows Wachen mit überraschender Geschicklichkeit. Watson packte Harrow und entwaffnet ihn, während Holmes die Papiere vom Schreibtisch riss und sie sicher in seinen Mantel steckte. Es ist vorbei, Harrow, sagte Holmes. Ihr Netzwerk ist entlarvt. Crowley, Moran, De Wechter. Sie alle waren nur Marionetten. Sie waren der Schatten. Aber jetzt stehen sie im Licht. Harrow lacht bitter. Sein Gesicht verzerrt. Sie denken, das ist das Ende? Das Netzwerk ist größer, als Sie ahnen, Holmes. Sie mögen mich gefasst haben, aber die Wahrheit wird sie zerstören. Doch Holmes' Blick blieb unerschütterlich. Die Wahrheit ist mein Geschäft, Harrow, und ich hab vor, es zu Ende zu bringen. Mit Harrows Festnahme war der Fall gelöst. Die Beweise aus dem Notizbuch und dem Archiv führten zu einer Welle von Verhaftungen, die das Netzwerk des Schattens zerschlugen. Aleister Crowley wurde vor Gericht gestellt und Elias Carver, endlich sicher, sagte aus, um die letzten Verbindungen zu enthüllen. Dr. wahre Triumph gehörte Holmes, dessen unermüdlicher Verstand die Dunkelheit durchdrang. Zurück in der Baker Street, während der Nebel sich endgültig lichte, saß Watson mit Holmes am Kamin, ein Glas Brandy in der Hand. Holmes begann Harrow sagte, das Netzwerk sei größer. Glauben Sie, es gibt noch mehr da draußen? Holmes zündete seine Pfeife näher, der Rauch kringelte sich in die Luft. Es gibt immer mehr, Watson. Die Dunkelheit weicht nie ganz. Dass solange es Männer wie uns gibt, die bereit sind, sie zu bekämpfen, wird die Wahrheit immer einen Weg finden. Und so endet der Fall des geheimen Zeugen mit einem Sieg, der schwer errang, und einer Wahrheit, die London für einen Moment heller machte. Doch in den Schatten, die Holmes und Watson hinterließen, lauerte die nächste Herausforderung, bereit, sie erneut in die Dunkelheit zu ziehen.